gerade, ich glaube, in München und Hamburg sehr, sehr relevante Kokain- und sonstige Drogenrückstände sogar im Leitungswasser gibt. Also Ich weiß ja, du bist fleißig am Vapen. Irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen und habe mich mit der Theorie von Nikotin beschäftigt und mit den potenziellen Vorzügen, nicht nur als Nootropikum, um dementsprechend kognitive Fähigkeiten einfach dann zu unterstützen, sondern vor allen Dingen auch, gerade mein Anwendungsgebiet, um den Hunger zu reduzieren. das Schöne finde ich an der JM-Press ist ja, dass es eine Variation zulässt. Man kann eine JM-Press in Richtung enges Bankdrücken oder in Richtung Skullcrusher-Extension verschieben. Wir machen uns so viel Gedanken über die Ernährung, aber über Wasser, was ja eigentlich so Grundbestandteil des Lebens ist, so in dem Sinne, und dann mehrere Liter am Tag getrunken werden, machst du dir gar keine Platte drüber, weil immer ins Klo gekippt wird, wenn die kommen. Das kann natürlich auch sein, da kommt noch eine extra Ladung rein. Ja. Die zweite Option, gegen das Band gegenzudrücken, hat rein aus anekdotischer Evidenz, hat schon unglaublich viele Sehnenentzündungen im Ellbogen geheilt. Sind wir wieder leicht ausgeartet. Freunde, heute mal wieder das Intro ohne Intro. Ich habe mich wirklich vor 2 Minuten an den Tisch hier gesetzt, gerade noch mit Ach und Krach meinen geliebten Tee gemacht. Das ist jetzt hier mittlerweile schon die Tradition, dass ich euch die Ohren voll schlürfe. Aber Fabi, ich freue mich riesig, dich zu sehen. Ist jetzt schon eine ganze Weile her. Wir haben nach der OP tatsächlich gar nicht mehr gesprochen. Und ich und alle Stimmt. Zuschauer sind unglaublich heiß, ein Update zu bekommen, wie es dir geht und wie alles gelaufen ist. Stimmt, die Zeit fliegt schon wieder. Ne? Ich hatte jetzt überlegt, ob wir mal gesprochen haben und unser letztes eigentlich geplantes Date wäre ja im Krankenhaus gewesen. Ich Hm. muss dir auch sagen, das hätte mich auch überhaupt gar nicht gestört. Aber die Internetleitung war sowas von schrottig. Da kann ich mich jetzt auch schon bei jedem entschuldigen. Wenn der Podcast hier rauskam, in ein, zwei Wochen kommt ein Podcast mit Martina und Felix raus, der wieder ultra geil geworden ist, aber alle 3 Minuten hängt das Bild. Hm. Und das war vor unserem geplanten Podcast und da habe ich gesagt, bevor das jetzt nochmal passiert, dann sage ich halt lieber, dann ziehe ich mich lieber einmal raus, als dass man so eine ärgerliche Episode hat. Ja, inzwischen wenigstens hier wieder in gewohnter Umgebung. Ihr seht alle nicht ganz so das schöne Setup wie sonst, einfach nur, weil ich die ganze Zeit gerade am Wochenende viel am Computer arbeiten muss und ich muss das Bein gestreckt lassen. Das heißt, du sitzt auf dem Stuhl, musst das Bein gestreckt lassen und das Kniegelenk, das ist jetzt zwar von der Heilung her unproblematisch, aber es drückt die ganze Zeit halt gegen sein eigenes Gewicht sozusagen, ne? Und dann kriegst du es halt irgendwann in der Kniekehle. Die Patellasehne ist dabei entlastet, das ist kein Thema, aber irgendwann hast du halt echt Schmerzen. Du musst nur auf einer Seite sitzen und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, hey, kriegen wir jetzt hier irgendwie mit dem improvisierten Setup auch hin, dass ich ein bisschen das Bein entspannen kann. Ja. Ja, ey, wir sind jetzt ja wieder hier, also wieder für euch alle. Wir haben uns hier vor einer Minute gegenseitig eingewählt. Also wir haben kein Wort gesprochen, wir haben jetzt einfach Ja. gesagt, hier wieder volle Authentizität. Wir fangen einfach bei Null an, ne? Ich Ey, bin es so ist dankbar, also. dass wir diese Podcasts haben, weil sonst würden wir gar nichts mitbekommen. Immer so aneinander vorbeileben. Ja. Es, die Zeit fliegt auch immer, ne? Also die Zeit fliegt auch immer und die Tage sind irgendwie voll. Ich muss dir auch sagen, ich frage mich jetzt gerade, wie ich immer das Training unterbekommen habe. Weil irgendwie ist der Tag trotzdem von morgens bis abends halt gefüllt, ne? Und Aber die du weißt Zeit doch, wie es fliegt. ist. Das ist wie mit den Aufgaben, wenn du dir vornimmst, du brauchst für irgendwas 8 Stunden, wirst du auch 8 Stunden dafür Ja, brauchen. Und wenn halt die Kacke am Dampfen ist und du weißt, du musst in diesen 8 Stunden noch drei andere Sachen machen, dann wirst du es auch irgendwie hinkriegen. Ne? Es ist immer, man wächst mit ja, seinen Anforderungen so. Ja, ja, absolut. Und ich muss auch sagen, ich freue mich natürlich auch, wenn es wieder da ist, aber ich muss auch sagen, also das ist wahrscheinlich so das erste Update. Also Gym steht für mich im Moment gerade noch gar nicht an. Also ich sag's mal so, für mich ist da halt eben immer, das ist so eine mentale Komponente, wir hatten letztes Mal kurz drüber gesprochen, aber trotzdem haben wir so auch das Update da draus. Ich meine, also jetzt sind es noch die nächsten 4,5 Wochen, darf ich das Bein 10 Kilo teilbelasten und jegliche Beugung, die im Lauf der nächsten 4,5 Wochen auch mehr werden wird, jetzt gerade sind es 30 Grad, am Ende der 6 Wochen sind es dann 90 Grad, die darf ich auch nur passiv vornehmen. Deswegen muss ich auch im gestreckten Bein sitzen, ich darf mein Bein nicht aktiv beugen, auch nicht nur gegen den eigenen Widerstand. Und damit jetzt ins Gym zu gehen. Erstens das im Prinzip meiner Partnerin anzutun, mich da wieder ins Auto zu verfrachten, mich ins Gym hochzutragen und dann auch, selbst wenn du jetzt, erstens kannst du eh nur Stackload-Geräte machen oder du brauchst einen kompletten Scheibenträger und Mhm. dann irgendwie selbst in der Bizepsmaschine drin zu sitzen, dann das Bein ausgestreckt zu haben, dran zu denken, ich darf das jetzt bloß nicht aus Versehen belasten, sonst riskiere ich, dass ich mir hier nochmal alles abreiße sozusagen, ne? Das ist halt scheiße, ne? Also diese 10 Kilo Teilbelastung, in dem Sinne, solange das Bein voll durchgestreckt ist. Ich mache das jetzt nicht bewusst, aber solange es voll durchgestreckt ist, ist die Patellasehne eigentlich entlastet und das ist jetzt nicht das Problem, dass mal 15, 20 Kilo aus Versehen sind halt, ne? Aber der Mhm. Physio hat mir auch gesagt, sobald du auch nur im Prinzip das Bein 20, 30 Grad beugst und da nennenswert Gewicht drauf gibst, kann das sofort wieder abreißen. Wahnsinn. Und Ja. da sage ich halt, abgesehen von der Zeit, die exponentiell höher verloren gehen würde als in einer normalen Trainingssession, würde es mir auch einfach überhaupt nichts geben, ne? Und
Von daher könnt ihr euch schon mal alle dann drauf freuen, im Prinzip dann auf die im Prinzip 2 Monate kein Training-Transformation. Vielleicht auch nochmal spannend dann, wie sieht man nach 2 Monaten komplett ohne Training und mit 1000 Schritten am Tag aus? Hm. Also der Ring zeigt 1000, dann zählt aber bestimmt noch Handbewegung. Ich meine, reell sind es wahrscheinlich irgendwie 300 oder sowas halt, ne? Ja. Ähm, Das wird dann nochmal spannend, wie schnell der Körper reagiert, ne? Wahnsinn. Ja, ich kann es absolut nachvollziehen, weil du bist auch nicht frei vom Kopf. Und ja, dieser mentale Abstand ist ja auch wieder irgendwo wertvoll, weil oftmals sind wir in nichts anderem drin außer dem Training, weil du weißt, wie es ist. Natürlich hast du deine Arbeit nebenbei und so weiter, aber trotzdem bist du irgendwie den ganzen Tag doch mit den Gedanken in deinem eigenen Prozess und bei Ja. dem Training und so weiter. Und auch davon, wenn auch gezwungenermaßen mal einen Abstand zu nehmen, kann ja irgendwo auch eine Bereicherung sein, weil du weißt, wie es ist. Dieser Abstand wird natürlich auch umso mehr nur dazu führen, dass wenn du wieder in der Lage bist, zurückzukehren, das halt nochmal eine ganz andere Welt wird und du dich da ganz anders reinarbeitest und mit anderen Gedanken rangehst. Also es muss nicht immer unbedingt nur schlecht sein, so in dem Sinne, ne? Ja, eben, eben. Also ich versuche da jetzt auch gar nicht groß drüber nachzudenken. Das sind auch die Phasen. Ich meine, das habe ich auch teilweise im aktiven Bodybuilding-Prozess. Zum Beispiel, wenn ich in den Prep einsteige, dann fange ich auch schlagartig an, mich erstmal viele Wochen gar nicht im Spiegel anzugucken, weil ich mir denke, so, jetzt heißt es eh erstmal arbeiten und Fett runter halt, ne? Und genauso mache ich es jetzt halt eben gerade. Ich gucke mich nicht großartig an. Ich sehe jetzt gerade wahrscheinlich aus wie Steve Bentin in seinen besten Zeiten, von oben bis unten voll behaart. Ähm, aber ja, ich meine, das sind halt alles eben so Sachen, ne? Wenn halt fürs Duschen. Wir haben noch so eine erhöhte Duschkabine halt, ne, und alleine schon mich da rein zu verfrachten. Dann noch irgendwie hier das Pflaster, das ist jetzt das nächste Update. Also, wenn der Podcast wahrscheinlich irgendwo rauskommt, also ich sag mal jetzt dann, also Mitte nächster Woche, kommen die Tacker raus von der Wundnaht. Mhm. Weil das ist ja auch noch so ein Ding. Mit jedem Duschen jetzt, es darf kein Wasser drauf kommen. Das heißt, für jedes Mal Duschen, Duschpflaster übers Pflaster drauf, danach nochmal kompletten Pflasterwechsel. Und das ist halt einfach, da sagst du halt auch, ey komm, da wasche ich mich lieber mit dem Waschlappen erstmal ein paar Tage Ja. und versuch, bis das weg ist, so wenig zu duschen wie möglich, ne? Voll. Nicht bewegen, dann musst du auch nicht duschen. Ja, genau das ist halt eben das Ziel, ne? Nee, und ich sag's mal, Ja. von daher, es wird jetzt besser, wo ich halt vor allem froh bin, ich hatte es auch mit dem Tobias Hane kurz darüber geschrieben, der hat das auch gesagt, oder so 5 bis 7 Tage nach der OP merkst du halt so ein bisschen, dass die Entzündungsreaktion rausgeht, ne? Also, ich hatte es im Krankenhaus dann erst erfahren, als ich dann nach der OP einen CRP-Wert von 42, der Boah, ist dann, Alter. der ist dann bei meiner Entlassung, also Mittwoch war die OP, Montag war die Entlassung, Sonntag war die Blutabnahme, also 4 Tage nach der OP ist der immer noch bei 21 gewesen. Krass. Also das sind utopische Werte, ne? Also jetzt mal für alle, die jetzt noch meine Story kennen hier aus der Prep, wo ich hier diese Zahnentzündung hatte und da haben die auch 2 Minuten Schleim und Eiter da rausgesaugt, als es entzündet war. Da hatte ich einen CRP-Wert von 4,8. Ich wollte gerade sagen, wenn Also man so richtig erkältet ist oder so richtig flach liegt, dann hast du so um die 5, würde ich sagen, ja. so Erfahrungswert. Aber das ist krass, ja. Und das merkst du halt, weil ich sag's mal, ich habe natürlich auch das Essen jetzt wirklich deutlich, deutlich runtergefahren. Ähm, und ich habe trotzdem die ersten Tage nach der OP, also ich bin Montag rausgekommen, ich habe mich am Dienstagmorgen das erste Mal auf die Waage gestellt und halt immer noch irgendwie 131 gewogen. Das war so die absoluten Höchstgewichte von vorher, sage ich mal, ne? Nachdem da ja auch schon 2 Wochen kein Training stattgefunden hatte, etc. Und das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin ja auch jemand, ich lagere immer zuerst Fett an der Hüfte ein und auch so ein bisschen das Wasser. Da geht es auch zuletzt raus. Also, wenn ich entwässer, dann kannst du wirklich dabei zugucken, wie das Wasser aus dem Hüftpolster rausgeht, sozusagen. Und ich fasse mir irgendwann so an die Hüfte, aber eher so in dem Reflex, das war noch im Krankenhaus. Einfach nur, weil ich gucken mal so, wie fett bist du jetzt schon geworden halt, ne? Und das hat sich angefühlt, als ich da so ein scheiß Betonklotz drin, ne? Das hat sich so nicht mal angefühlt wie eine Wasseranlage. Das hat wirklich so auf der Handbreite, hier war das wirklich so knüppelhart in der Hüfte. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Ja. Und dann merkt es halt, jetzt so die letzten Tage, das Wasser ist raus, jetzt habe ich heute Morgen 123 gewogen. Also da merkt man mal, dass es sich eben wieder normalisiert und vor allem, dass es nachts wieder normal wird, ne? Weil Ja. ich weiß, bei dir, ich weiß, wir haben noch nie drüber gesprochen, aber du bist doch wahrscheinlich auch in dem Sinne nachts immer überhitzt sozusagen, oder? Fenster auf und runterkühlen oder bist du da temperiert, eher so ein bisschen unproblematischer? Nee, voll. Bin auch Ja, immer am Kochen und deswegen immer Schlafzimmer super kalt. Vorher, egal, auch wenn Videos gerade sind, definitiv nochmal lüften und ja, dementsprechend runterkühlen. Hat ja auch viel mit der Schlafqualität zu tun. ja, Ihr schlaft besser in einem kalten Setup statt in einem zu warmen. Man merkt das auch immer direkt im Sommer. Da kann ich gleich mal von meinem Schlafrating erstmal 10% abziehen, wenn die Temperaturen zu warm werden. ja, Hab mir dann auch irgendwann mal echte Klima geholt und das ist auch der Top-Tipp für alle. Spart da nicht. Bevor ihr im Sommer die Hälfte eurer Nächte wegschmeißt, egal wie viel ihr euch bemüht, die Temperatur ist letztendlich das, was euch im Weg steht. Da könnt ihr euch noch so viel Mühe geben mit Blaulichtfilter und was weiß ja, ich nicht alles. Eine Klimaanlage macht da einfach schon eine ganze Menge, ne? ja.
Und da bin ich auch bereit zu investieren. Also ich hatte in der alten Wohnung eine mobile Klimaanlage. Wir haben jetzt hier Gott sei Dank einen Nachbarn, der im Prinzip da beruflich mit bei der Klimaanlagenfirma arbeitet. Und da lassen sich halt eben auch diese Splitgeräte inzwischen recht sparsam, auch was die Bohrung in der Wand angeht, anbringen. Und ich bin da auch ernsthaft am Überlegen, vielleicht irgendwie 2,5 oder sowas. Ey, selbst wenn ich hier nur, Mhm. ohne Scheiß, allein für meine Arbeitseffizienz vom Ausgeschlafen sein, selbst wenn ich hier nur 2 Jahre wohnen würde, die 2.500 für 2 Jahre, die wären es mir voll Voll. wert. Ja. Ohne zu zögern. Du zahlst ja Und nicht für die Klima, du zahlst ja für die Lebensqualität, die du bekommst. genau, Mhm. genau das ist es halt. Und ja, dementsprechend, also, ja, und worauf ich hinaus wollte, die ersten, was heißt die ersten Tage bis vorgestern, war das Bein quasi noch komplett durchbandagiert, einfach nur quasi um den Lymphfluss anzuregen, dass du quasi es von unten nach oben so ein bisschen, ja, nicht schnürst, aber straff machst. Aber das Mhm. heißt, du hast diese ganze Schiene um dein Bein rum und nochmal eine komplette Bandage um dein Bein rum. Und dann hast du so eine komplette Temperaturasynchronität. Das Schlafzimmer mit Fenster offen ist irgendwie bei 14 Grad. Du hast hier aber so eine Hitzebombe am Bein hängen, die dich zum Mhm. Schwitzen bringt. Dadurch, dass du dann aber schwitzt unter der Decke wegen der Bandage, wird dir wieder viel zu kalt beim Rest vom Körper. Dann hast du halt, also tatsächlich sind nachts die Schmerzen immer noch so am problematischsten. So, ich habe jetzt also heute Nacht, habe ich das erste Mal wirklich wieder so 9 Stunden Liegezeiten, wahrscheinlich 7,5 Stunden geschlafen. Seit dem 30.12., also so seit jetzt dann 2,5 Wochen, war es eigentlich eher so irgendwie 10, 11 Stunden Liegezeit, 4, 5 Stunden Schlafzeit. Mhm. Weil du halt immer wieder zwischendurch wach bist, wach liegst, Schmerzmittel nehmen, warten, dass das Schmerzmittel wirkt. Ähm, ich bin zum Beispiel auch, ich bin zwar kein Seitenschläfer, aber ich schlafe sehr gerne auf der Seite ein. So, mit der scheiß Schiene auf der Seite zu schlafen ist auch unmöglich. Also, Mhm. du kannst dich hinlegen, aber entweder drückt das Knie von oben oder von unten auf das andere Knie drauf und fängt an weh zu tun. Und ich bin jetzt gerade einfach unglaublich dankbar, dass es quasi frisch heute jetzt so das Signal kam, so jetzt kann ich wieder normal schlafen. So jetzt kann ich meinem Körper wieder diesen Erholungsbonus geben, der während jetzt dieser Phase so unglaublich wichtig ist, dass ich eben sagen kann, hey, jetzt kann ich wieder 8 Stunden schlafen und 1 Stunde Mittagsschlaf machen. Und ich muss nicht 1 Stunde Mittagsschlaf machen, um meinen absolut beschissenen Nachtschlaf irgendwie halbwegs aufzufangen halt, ne? Mhm. Und das ist jetzt so halt auch der Stand, sage ich mal, dass jetzt hier im Prinzip so die Entzündung geht raus, das Empfinden wird ein bisschen besser halt, ne, das Anschwellen wird ein bisschen besser, also das Anschwellen, das Abschwellen viel eher. Ähm, aber ja, die Einschränkung im Alltag, die ist halt schon massiv, ne? Also wirklich, also wir haben ja auch viele geschrieben, die schon durch ähnliche Sachen durch sind. Meinen vollen Respekt an alle, die das ohne Partner gemacht haben. Das würde auch gehen. Gar keine Frage würde das auch gehen, aber das wäre richtig beschissen. Also. Mhm. Das ist wirklich, du merkst bei so vielen Sachen, wo du drauf angewiesen bist. So jetzt gerade, ich habe jetzt ja gerade noch, hat mir Christine den USB-Adapter für das Mikro hier gegeben, bevor wir auf Start gedrückt haben. Das wäre jetzt halt eben wieder hier nach vorne aufs Sofa rutschen hier, mit der schönen Krücke hier, mein Bein auf den Boden hieven, mich mit beiden Krücken hochstellen, zum Schreibtisch gehen, Krücken ablegen, USB-Adapter in die Tasche stecken, wieder zurück zum Sofa, Bein wieder raufhieven, ne? Das, was du Mhm. ansonsten in 2 Sekunden machst, ist auf einmal so eine Aufgabe von 3 Minuten, ne? Und nur um dann festzustellen, wenn du sitzt, ach scheiße, ich habe doch das andere vergessen. Irgendwie so Genau. ein Und, Verbindungsstück oder so. und das passiert öfters, als du denkst. Ja. Also, es ist halt die Einschränkung, die wird jetzt halt eben noch 6 Wochen dauern, aber ich sag dir auch eins, so, das ist halt, es wird mein Maß an Dankbarkeit, alleine für die, noch nicht mal, wenn ich wieder ins Training einsteige, sondern alleine schon morgens wieder einen Spaziergang machen, ne? Wir waren jetzt heute mal, sind mal kurz heute zum Bäcker gefahren und ich bin rausgegangen und ich dachte mir so, boah, geil, Frischluft. Jo, weil außer für Arztbesuch komme ich halt eben nicht raus, ne? Mhm. Und alleine schon jetzt wieder so sich vorzustellen, einfach morgens aufzustehen, rauszugehen, einen Spaziergang an der frischen Luft zu machen, das ist die reinste Luxusvorstellung gerade, ne? Das ist so krass, ne? Wie man sowas sonst gar nicht wahrnimmt und das in so einer Situation einem nochmal so hart bewusst wird. Ja. Ja, aber also es ist, ich sag mal, es ist wieder eine schöne Schule für Dankbarkeit, ne? Und gerade in diesen extremen Situationen. Das ist ja genauso, wenn du dich durch eine Prep gehungert hast, dann hast du wieder eine ganz andere Wertschätzung für jegliche Art von Essen. Nicht nur für irgendein Dirty Cheat Meal, sondern auch für deine normalen Mahlzeiten, die jetzt einfach wieder ein bisschen größer werden halt, ne? Und von daher ist es mir echt in dem Sinne, was heißt eine Lehre? Ich versuche eigentlich immer in einem gewissen Maße regelmäßige Dankbarkeit zu praktizieren. Aber das führt es einem schon nochmal sehr deutlich vor Augen, ne? Mhm. Krass. Danke dir für das Update. So ist Also, es. habe ja auch mitgefiebert, so wie es dir ergeht in der ganzen Zeit. Und ja, macht man sich alles gar nicht so bewusst, ne? Was da alles für Herausforderungen dann nicht nur mit der Verletzung selber, sondern auch vor allen Dingen im Nachgang dann dementsprechend direkt anstehen. Ja, ja, also ich meine, es sind halt, man denkt da gar nicht drüber nach halt, ne? Es sind halt so Kleinigkeiten, jetzt so, da kannst du jetzt zum Beispiel, also es ist so,
Das ist so mit das Beste Beispiel, so allein schon, wenn du halt eben auf Toilette gehst, überleg dir halt mal, du musst auf Toilette gehen mit einem gestreckten Bein. So, das heißt erstmal, irgendwann, du willst ja auch jetzt nicht deinen Partner hier alle 2 Minuten belästigen. Das heißt, irgendwann sagst du auch, hey, jetzt verliere ich halt lieber 3 Minuten, aber dafür nicht meine Selbstständigkeit sozusagen halt, ne? Du musst dann erstmal quasi deine Unterhose und deine Hose über die Schiene runterfummeln, musst dann quasi aufkrücken, aus einem Hosenbein und aus einem Unterhosenbein rausschlüpfen, weil du ja die Beine quasi fast im Spagat stellen musst, um dich dann auf die Toilette abzusenken, weil eins gestreckt bleiben muss. Dann hängst du da halt eben mit einem gestreckten Bein auf der Toilette drauf und das gleiche auch wieder beim Aufstehen sozusagen. Und dann hast du schon irgendwie 5 bis 8 Minuten Bonus, einfach nur für das auf Toilette hinsetzen und wieder aufstehen und wieder angezogen sein, ne? Und Mhm. also, man unterschätzt es halt, aber man merkt auch immer wieder so, man merkt auch, wie adaptiv der Körper ist halt, ne? Und auch der Geist, ne? Weil das alles kann ich jetzt so beschreiben und das hat mich auch in den ersten Momenten unglaublich abgefuckt, aber es wird halt eben auch ganz schnell zur Normalität, ne? Also, Ja. denkst du halt irgendwann nicht mehr drüber nach, aber es ist halt, ja, das ist mal lange Rede, kurzer Sinn, es geht aufwärts, es geht aufwärts. Und ja, das war jetzt gesehen auch mein erster großer Move nach draußen wird wahrscheinlich dann wieder unser Seminar im Invictus Gym sein. Da werde ich dann auch noch, das ist halt das zum Beispiel halt eben auch, ne, wenn ich da jetzt kein vernünftiges Treppengelände habe, was da nicht der Fall ist, dann brauche ich halt echt jemanden, der mich quasi so irgendwie abgestützt hochträgt. Das sind halt eben alles so Kleinigkeiten, aber was ich jetzt vor allem einfach, ich denke nur an eine Sache. 4,5 Wochen, bis ich wieder belasten darf und normal gehen darf. Alles andere ist mir egal. Ob ich da jetzt Mhm. irgendwie erst in 4,5 Monaten danach dann wieder das Bein sportlich belasten darf, das ist mir gerade sowas von egal. Das wird wiederkommen, das wird wieder aufgeholt werden, das heilt vollständig aus, da komme ich zurück von halt, ne? Aber erstmal einfach nur wieder ein selbstständiger Mensch sein, ne? Voll, voll. Wahnsinn. Aber jetzt muss ich auch mal den Ball zurückspielen, auch wenn jetzt aber ich hier jetzt die Dramaturgie auf meiner Seite habe, sozusagen, muss ich jetzt ja auch mal zurückfragen. Wie schaut es bei dir aus? Wie läuft die Offseason und alles andere? Offseason läuft großartig. Ich bin nur völlig im Arsch, das ist aber auch dem Tag heute geschuldet. Ich habe Beine trainiert. Direkt im Anschluss hatte ich ein 3,5-stündiges Personal Training. Und ja, habe mich jetzt direkt hier rangesetzt. Plus, ich merke, dass ich krank werde. Hm. Muss nicht sein, dass es jetzt wahnsinnig ausbricht, aber trotzdem so eine sehr große körperliche Erschöpfung und einfach so dieses Matschgefühl. Hm. Vitalwerte haben jetzt erstmal noch nichts gesagt. Diese haben sich alle gehalten. Ruhe, Herzfrequenz, Herzratenvariabilität sind ja mal ganz gute Belastungsindikatoren, wo man sowas schon frühzeitig erkennt. Die halten sich Gott sei Dank jetzt erstmal noch ganz gut. Deswegen glaube ich eher, das wird jetzt so eine Erkältung, wo du so über die Atemwege das zwar spürst, aber jetzt nicht so extrem krank bist. So, ne? Meistens ist sowas bei mir auch irgendwie innerhalb immer von 2 Tagen erledigt. Nur heute ist halt genau dieser Tag, verdammt. Und dementsprechend schlecht bin ich heute gerade angestellt, aber ansonsten läuft es großartig, muss ich ehrlich sagen. Wir haben gerade das gleiche Gewicht, wir haben uns jetzt getroffen, habe jetzt auch 123, wachse relativ fettfrei, das funktioniert momentan wirklich großartig. Hab Hunger, wer hätte es gedacht? Da hat sich nicht viel getan. Nö, aber sonst Training macht Spaß, geht vorwärts. Hab auch drumherum viele Projekte, an denen ich gerade arbeite. Auch witzig, was du gerade gesagt hast mit dem Steve Bentin. Ich bin ja auch total behaart und muss dauernd irgendwie alle 2 Wochen mal wirklich irgendwie fast 2 Stunden investieren, um mal den ganzen Körper Hm. zu enttarnen. Einfach auch für mein persönliches Wohlbefinden, weil ich das einfach auch nicht, irgendwann kippt's dann Ja. so, ne? Du kennst das. Und Ja. da habe ich mich jetzt mal drum gekümmert. Es gibt ja unglaublich viele Methoden. Und ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der da eine sehr vielversprechende Lasermethode hat. Das ist so eine ganz spezielle Methode. Will ja noch nicht zu viel verraten. Ich werde es erstmal testen, bevor ich da sozusagen mal ein Feedback rausgebe. Aber das sieht erstmal schon ziemlich gut aus. Ich muss mal in den Kalender gucken. Das ist entweder jetzt Ende Januar sogar noch oder Anfang Februar der erste Termin. Gibt dann so ein paar Sitzungen und dann hoffe ich, dass dieses Thema irgendwann auch mal erledigt ist, weil oh, das ist so nervig einfach, ne? Also mittlerweile mit den Enthaarungscremes und so weiter und ich hab den richtigen Rasierer, ich habe Enthaarungscreme. Also ich Ja. weiß alle Tools, aber trotzdem bleibt es einfach immer noch nervig. Du hast einfach keinen Bock drauf, so, ne? Und wenn man sich diese Zeit irgendwie einsparen könnte, wäre das schon mal ein Riesenhit. Ansonsten bin ich gerade noch an einem Wasserfilter dran. Den hatte ich Das früher hatte schon ich auch mal. schon oft. Hm. Ja, genau, aber nicht so ein, einfach Ja. so ein Filter, wo du das nur so durchkippst, sondern einen, den du Genau, richtig ja. an die Leitung Ja. implementierst. Auch richtig mit Carbonfilter und so, also das volle Programm, weil das halt auch wieder so eine Sache ist, ne? Wir machen uns so viel Gedanken über die Ja. Ernährung, aber über Wasser, was ja eigentlich so ja, ein Grundbestandteil des Lebens ist, so in dem Sinne, und dann mehrere Liter am Tag getrunken werden, machst du dir gar keine Platte drüber Ja. und trinkst halt einfach so mal lustig aus der Leitung. Ich meine, wir haben in Deutschland die absolut geilste Trinkwasserqualität, die es gibt. Das sagt aber noch nichts über deine Leitung aus. Ne, wenn du da irgendwie Ja. benachteiligt aufgestellt bist in deiner Siedlung irgendwie und das noch durch irgendeine so 1900, was weiß ich, Jahre Rohre geht, dann hast du halt auch das Nachsehen, ne?
Also Ja, dementsprechend. also Wasser, also ich habe den Brita hier stehen, aber ich hatte es auch schon ganz oft im Kopf, eben so ein richtig hochwertiges Ding halt mal eben zu nutzen, ne? Mhm. Es macht halt einen Unterschied. Und auch wenn jetzt zum Beispiel, auch wenn nominell jetzt irgendwie Kalk jetzt nicht gesundheitsschädlich ist, so, es muss mir keiner was erzählen. Vorher in Ludwigshafen, also ich kann jetzt hier in den Wasserkocher so viel Leitungswasser machen, wie ich will. Es passiert gar nichts. In Ludwigshafen eine Füllung Wasserkocher anmachen, das Ding ist weiß gewesen. Krass. So, und da Mhm. musst du mir halt eben nicht erzählen, dass es irgendwie keinen Impact hätte oder sowas halt, ne? Und, aber da geht's ja, da ist ja Kalk wirklich nur die Spitze vom Eisberg sozusagen über das, was es eben zu filtern gilt halt, ne? Das ist Und ja nur das das, ist, was du siehst, genau. Aber genau, ne, was alles noch drinsteckt, was du nicht siehst, von irgendwelchen Rückständen, Verlaten und was weiß ich nicht, alles, was die Leute da auch so ins Abwassersystem kippen, muss man sich halt auch mal vor Augen rufen, so, ne? ja, Ja. gibt ja auch diese Studien, dass es gerade, ich glaube, in München und Hamburg sehr relevante Kokain- und sonstige Drogenrückstände sogar im Leitungswasser gibt. Also da kann man, Ach, könnt ihr mal alle googeln, ist echt witzig, da kann man mal so gucken, welche Drogen in Großstädten konsumiert werden, ist tatsächlich messbar und nachvollziehbar. Also weil wirklich immer, spannend. weil immer ans Klo gekippt wird, wenn die Bullen kommen. Das kann natürlich auch sein, da kommt noch eine extra Ladung rein. Ja. Also tatsächlich erinnere mich an dunkel dran und ich meine, das andere, also kann ich jetzt schon sagen, also wenn diese Lasertherapie vielversprechend ist, dann komme ich dir direkt hinterher. Mhm. Also ich habe halt immer nur, wenn ich mich damit beschäftigt habe, so mitgenommen, wenn du so eine richtig starke Männerbehaarung hast, dann brauchst du so viel exponentiell mehr Behandlungen als der Normale, dass ich gesagt habe, weder für die Gesundheit meiner Haut noch für den Preis, für die irgendwie fürs Fünffache an der normalen Behandlungsanzahl sozusagen halt, ist Mhm. es mir das irgendwie wert. Das muss dann halt eben auch irgendwie effizient laufen, ne? Genau. Ich habe es tatsächlich, liebe Grüße an Jan, ein Klient von mir aus dem Coaching. Der hat mich drauf gebracht, der hat die Behandlung nämlich selber gemacht und ich habe bei ihm halt persönlich die Ergebnisse gesehen und konnte es ehrlich gesagt nicht glauben und habe mich dahingehend dann erstmal wieder damit beschäftigt, weil ich in der Vergangenheit auch schon bei mehreren Anbietern im Gespräch war. Und es gab immer genau diese Herausforderungen, die du gesprochen hast. Oder die haben gesagt, ich bin ja auch ein Hauttyp, ich habe ein helles Haar und ich habe ein dunkles Haar. Das Mhm. mischt sich so. Und die haben halt zum Beispiel gesagt, ja, okay, die dunklen Haare kriegen wir weg, die hellen bleiben aber. Also alles so eine Baustellen, wo ich dann mit der Zeit gesagt habe, es lohnt sich einfach nicht so. Aber als ich die Ergebnisse gesehen habe, dachte ich mir wirklich krass, habe mich dann auch nochmal mit demjenigen unterhalten, der das halt durchführt, hat mir halt noch ein paar Sachen darüber erzählt und das klingt echt super vielversprechend. Ist auch direkt hier in Hamburg lokal eine Stelle. Und von dem her werde ich auf jeden Fall mal ein Update geben. Wenn ihr bald seht, ich bin hier blitzeblank und Ja. dementsprechend immer frisch rasiert, dann kommt das, weil es auf jeden Fall gewirkt hat, ja. Mhm. Ja, weil das geht es geht einem halt echt auf den Sack, ne? Voll. Also ich meine, das ist halt, ich meine, ich glaube, viele unterschätzen das, aber ich habe da jetzt auch kein Problem, weil so, ich bin schwarz halt so, ich bin halt wirklich einfach nur wirklich so mit langen Haaren bedeckt. Oder jetzt im Moment, so morgen werde ich mir jetzt mal den Riss geben halt, ne? Aber auch das Mhm. ist halt aktuell wieder, entweder ich setze mich hin irgendwie mit einem ausgestreckten Bein oder ich muss halt eben irgendwie einbeinig, also das linke Bein darf den Boden berühren halt, ne? Aber ich habe jetzt auch gesagt, so komm, scheiß jetzt drauf halt, ne? Aber das Klar. wird jetzt auch mal wieder höchste Zeit und also ich renne dir sofort hinterher, sofort. Also es Mhm. sind halt eben so Sachen. Ich hatte es auch noch zum Beispiel, das bei Fur damals, ich glaube, der hat das auch mal, also in den Anfangszeiten vom Bodybuilding Podcast hat er das auch mal gemacht und hat gesagt so, jo, die dicken Haare sind halt weg, mir wächst halt immer noch Pflaumen auf dem Rücken. Also, jo, geil, der Sinn für mich ist, dass niemand mehr meinen Rücken rasieren muss und Ganz genau. nicht, dass da irgendwie jetzt weniger wächst, sondern wenn, dann soll da gar nichts mehr sein und nicht, dass ich trotzdem immer noch mit irgendwie Rückenstück oder Handtuch bei der Enthaarungscreme oder mit Helfer das machen muss. Entweder richtig oder gar nicht halt, ne? Ja, bin ich voll bei dir. Also ich werde auf jeden Fall ein Update geben. Klingt erstmal gut, aber wie es dann in der Praxis ist, werden wir auf jeden Fall sehen. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich bin völlig durch heute, muss ich ehrlich sagen. Aber das, Ähm, Ich freue mich auf jeden Fall auf unser Event. Du hast es schon kurz angesprochen, Education Days stehen an. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Tickets? Vielleicht sind noch ein, zwei übrig. Also ich glaube, Leute, also ja. Education auf jeden Fall, die VIP-Tickets, die sind, glaube ich, schon knapp für Mhm. die zwei vollen Tage. Leider kann ich ja beim zweiten Tag jetzt nicht beiwohnen, was die Personal Trainings angeht. Mhm. Aber checkt das aus. Ich meine, Posts sind bei uns beiden auf Instagram. Können wir auch mal hier in die Genau, Beschreibung reinpacken, für alle, die sich so mal in genau. Betracht ziehen wollen. Das wird sich lohnen. 2 Tage volles Bodybuilding-Programm, nicht nur, wo ihr viel lernen könnt, sondern wo ihr auch Gleichgesinnte trefft. Da freue ich mich ehrlich gesagt am meisten drauf, weil dann einfach Ja. viele Leute an einem Fleck zu haben, die alle die gleiche Leidenschaft teilen. Das ist schon mal sowas von großartig, denn wir haben schon so oft im Podcast drüber gesprochen, dein Umfeld bestimmt, in welche Richtung auch du dich entwickelst. Und genau solche Events, weil wenn ihr zum Beispiel irgendwo auf dem Dorf wohnt und ihr habt nur ein McFit um die Ecke, so um euch über Wasser zu halten, ist das doch alles
völlig in Ordnung so. Aber ihr solltet dann zumindest von Zeit zu Zeit versuchen, dort rauszukommen und in Kreise reinzukommen, wo ihr halt Leute um euch rum habt, die euch auch Ja, inspirieren, die euch auch zeigen, hey, es gibt noch mehr als mein Dorf McFit in dem Sinne und auch einfach neue Standards setzen, dass ihr euch nicht vielleicht schon, weil sind wir mal ehrlich, wenn du auf eine ländliche Gegend fährst, da bist du schnell bei der Hengst so im McFit. Wenn du da 100 Kilo auf der Bank drückst, ja, da bist du schon hier vom Leistungsstandard so ungefähr, ne? Das ist ja aber sehr gefährlich, weil wenn du das für dich annimmst und dich dann dementsprechend auch darauf ausruhst, weil dir vielleicht auch alle in dem Studio erzählen, du bist ja so ein toller Typ, ja, wie weit wirst du kommen? Und dementsprechend gilt es auch da wieder, mal so sich einen Überblick zu verschaffen, was geht denn sonst so in der Welt ab? Was ist denn der eigentliche Leistungsstandard ja. so? Und sich dann immer daran zu orientieren, weil ob du schaffst oder nicht, es wird dich auf jeden Fall besser machen. Ja, ja, absolut, absolut. Und ich meine, wie du sagst, ich freue mich da auch immer mal auf diesen Austausch, auf live. Ich meine, das war jetzt ja eh schon auch so andersrum, auch geht dir ja wahrscheinlich genauso, aber alleine schon gut, du warst in Berlin noch etwas greifbarer als ich da unten im Süden halt, aber alleine schon jetzt eben mit viel mehr Leute, eben auch von euch allen, die jetzt online dabei sind, einfach mal, entweder weil sie local sind oder zu Besuch im Invictus sind, persönlich zu treffen halt, ne? Das wird eine geile Gelegenheit werden. Und da habe ich Bock drauf. Für mich ist es ein doppelt schönes Event, weil auch noch einige von meinen Athleten, die in der Frühjahrssaison starten werden, da eben auch noch zum Formcheck vorbeikommen. Das heißt, das wird sich auch noch kombinieren und dann wird das echt spannend und wertvoll werden. Bin da auch schon fleißig zumindest mal langsam am Vortrag vorbereiten, sage ich mal so. Mhm. Ja, aber ich denke, das wird echt eine coole Sache werden. Ich denke so, dieses ganze Thema wirklich Education und ich sag mal gezielte Education über Podcasts hinaus, ich denke, da werden wir beide uns auch noch mal off-cam ein paar Gedanken zusammen machen, um euch da dieses Jahr noch ein bisschen was an Überraschungen zu bieten, sagen wir mal so. Ganz genau, ja. Aber bevor wir hier völlig versacken in meinem Zustand oder in unseren Zuständen, wir sind ja beide ein bisschen gehandicapt heute, Ja, lass uns doch mal ein paar Fragen noch mit reinspringen, let's dass go, wir ja. hier auch ein paar Kommentare durchgehen. Ich habe natürlich noch alles sauber vorbereitet, Leute, wie immer. Da ich jetzt Aber hier wir, auf dem Laptop ohne zweiten Bildschirm bin, überlasse ich es aber trotzdem mal komplett dir, ja. jetzt da was reinzuschmeißen. Würdet ihr sagen, dass es essentiell ist, eine GM-Press an der Multipresse Banded auszuführen, um die verkürzte Position zu erschweren, da der Trizeps ja im letzten Teil der Streckung die meiste Arbeit verrichtet? Oder ist das bei so einer speziellen Isolationsübung egal, da man ja praktisch nur aus dem Trizeps drücken kann? Finde ich eine gar nicht, finde ich eine berechtigte Frage. Also ich finde den Gedankengang sehr gut. Ja. Bin gespannt auf deine Antwort. Die Frage kommt vom Johannes. Danke für deine Frage. Hm. Also ich würde jetzt erstmal sagen, eine ganz entscheidende Frage, das Schöne finde ich an der JM-Press ist ja, dass es eine Variation zulässt. Man kann eine JM-Press in Richtung enges Bankdrücken oder in Richtung Skullcrusher-Extension verschieben. Ich kann das Ding ja quasi wirklich, jetzt mal eine Multipresse nehmen, ich kann das Ding ja wirklich quasi so absenken lassen oder ich kann es halt eben mit jeder Menge wirklich als echten Compound machen sozusagen, ne? Und ich würde sagen, je isolationslastiger man das Ganze macht, umso weniger relevant wird das Banden. Je mehr man das wirklich zu einem Compound, zu einem engen Bankdrücken mit mehr Armbeugung macht, umso relevanter wird es. Das wäre jetzt mal so der erste Gedanke dazu, weil ich will jetzt auch mal sagen, zum Beispiel per se ein echtes enges Bankdrücken, also einfach nur ein Bankdrücken, wo jetzt halt eben ohne großartige Armbeugung einfach nur die Ellenbogen hier sehr nah am Körper sind, ist nicht zwingend mehr Trizeps, weil es erzeugt nicht mehr Beugung im Arm sozusagen halt. Es ist einfach nur letztendlich erstmal ein anderer Winkel der Abduktion und der Abduktionswinkel ist nicht zwingend relevant für die Trizepsaktivierung. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es zwingend erforderlich ist, gerade wenn man JM Press eben wirklich mit jeder Menge Flexion im Arm macht und eben nicht als Compound. Ich finde, es fühlt sich viel geiler an. Ich finde auch, man merkt so, ich finde, es ist so eine der Übungen allgemein, so ich sag mal, Dips als auch JM Press mit dem aufsteigenden Lastprofil sind Übungen, wo man auch merkt, dass man mit dem Muskel arbeitet, wo du wirklich das Ding im Lockout sackschwer benden kannst und trotzdem immer noch einen rausbekommst sozusagen, Mhm. ne? Und deswegen bin ich ein Freund davon. Ich würde jetzt sagen, ist es absolut essentiell? Nein, ich würde auch hier wieder sagen, je fortgeschrittener man ist, umso sinnvoller ist es. Was nicht heißt, dass es für einen weniger fortgeschrittenen nicht sinnvoll ist. Was ich aber auch sagen würde, und das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, ich meine, jetzt gibt es auch viele, die eben keine Querstrebe in der Multipresse oben haben. Gut, Banden von unten kannst du es immer, aber ich finde das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde das Reverse Band fühlt sich besser an. Was du halt eben auch einfach immer machen kannst, sind halt eben 1,5 Wiederholungen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Dass du halt eben sagst, hier in dem Fall JM Press, du gehst von oben halb runter, hoch, ganz runter, hoch. Und dann verbringst du halt eben, anstatt mehr Last in der oberen Hälfte zu erzeugen, verbringst du halt eben mehr Zeit in der oberen Hälfte der Bewegung. Lange Rede, kurzer Sinn.
Wenn ich die Wahl hätte, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, würde ich es auf jeden Fall immer machen. Aber jetzt bin ich auf deine Gedanken gespannt. Ja, ich kann mich nur anschließen. Grundsätzlich ist es tendenziell sinnvoll, den oberen Teil schwerer zu machen. Das ist aber nicht kriegsentscheidend. Gerade bei der Ja, Übung, die tendenziell sowieso schon viel Trizeps mit drin hat. Da würde ich es jetzt wieder von der Praxis abhängig machen. Wie lange brauche ich denn, um das Ding zu benden? ja, Wenn ich da jetzt irgendwie erstmal das ganze Studio auseinanderbauen bauen muss, nur um da zwei Bänder ranzukleiden, dann würde ich sagen, machst du ohne, so in dem ja, Sinne, weil es gibt ja auch Multipressen, wo das sich echt doof macht. ja, Oftmals sehe ich auch, dass die Leute sich mehr über solche Sachen halt Gedanken machen, wo jetzt welches Band irgendwie wie gespannt ist, aber liegen in einer komplett falschen Position und ja, belasten dann doch ja, irgendwie wieder, weil zum Beispiel der Abstand, weil gerade was du gezeigt hast, beim engen Bankdrücken, wenn du nach unten hier ablässt, hast du hier einen extrem großen Abstand, der ja, dafür sorgt, dass die vordere Schulter extrem ja, hebelt. Du musst diesen Abstand von Schulter und Hand eigentlich so klein wie möglich ja, gestalten, um halt maximal trizepslastig zu arbeiten. Und von dem her kannst du da Bänder rummachen, wie du willst. Dann wird deine vordere Schulter halt vor allen Dingen durch das Band gefordert so. Und das sind alles so Sachen, wo man jetzt halt wieder sagen muss, es ist halt ein Bereich. Es ist nicht ja, ja, nein. Es ist halt wieder so, okay, in welchen Umständen bewegst du dich? Wie führst du das Ganze aus? Ich mache das Ganze ja sehr extensionlastig. Ich habe ja da so meine ja. eigene Variation so von erfunden, wo ich wirklich Du mit bist einer so ein bisschen internen breiter, Rotation ja, genau, ja. interne Mhm. Rotation, die ich aber niemandem empfehlen würde, wenn ich es nicht angeleitet habe, weil da musst du mehrere Gelenke gegeneinander positionieren. Das heißt, wir wollen Handgelenk in die interne Rotation bringen, die Schulter muss trotzdem extern rotiert sein und so weiter. Das ist schon ziemlich tricky, wenn man da nicht weiß, was man macht. Deswegen würde ich immer nicht empfehlen. Ich sehe mal viele Leute, die das nachmachen, aber sag auch immer so, ihr tut euch damit nicht wirklich einen Gefallen, wenn ihr nicht wirklich 100% wisst, wie Ja, ihr das ausrichtet. Da würde ich dann eher auf so ein klassisches JM oder Engbankdrücken zurückgreifen. Und wie du selber schon sagst, den oberen Teil mehr zu belasten, ist hier einfach auch möglich ohne Bänder. Man kann sich zum Beispiel auch einfach ein Hip-Thrust-Polster um die Stange rummachen, das auch wieder dafür sorgt, dass du gar nicht so weit runter kommst. Dass auch dieser eine gute Idee, ja. Abstandshalter Ja, sozusagen dafür sorgt, dass ich immer gestoppt werde, bevor ich ganz runter gehe und das auch wieder einfach nur dazu führt, dass wir insgesamt mehr Zeit in dem gewinnbringenden Teil verbringen, der oben dann halt für die Trizepsbelastung ja. sorgt. Ja, nee, also bin ich voll bei dir. Also es ist halt eben immer, also es ist so eine Übung, da gibt es im Setup 10 Dinge zu beachten halt. Und das ist halt Mhm. eben ein wertvoller Part vom Setup. Aber wie du sagst, wenn du das Ding halt eben falsch aufsetzt. Also ich würde auch immer sagen, so der Trizeps-Komponent, den ich am geilsten finde, der ist halt ein bisschen schwierig, wenn ihr fortgeschrittener seid. Die Stack-Loaded sitzenden Dips-Maschinen von Matrix und von Gym 80, die sind, gerade wenn man die bandet, die sind total geil. Du müsstest da Mhm. halt irgendwie halt wirklich einen doppelten Stack haben, wirklich einen doppelten, dass der halt eben ausreicht. Aber wenn du da noch Raum hast, einfach nur so eine normale Stack- oder Dips-Maschine mit einem Band über Griffe und Sitze sozusagen zu machen, verdammt geil. Würde ich jederzeit Mhm. bevorzugen. Und da brauchst du genau 10 Sekunden für Setup oder 5 Sekunden. Einmal kurz Band über den Griff, Band über den Sitz, Band über den anderen Griff, Feierabend und Vollgas, ne? Ja. Und Genau. Kann man grundsätzlich sagen, also es nimmt mehr an Relevanz an, wenn ihr wirklich Übungen habt, die mehr Muskelgruppen beteiligen. Das heißt, wenn wir ja, jetzt wirklich gezielt einen bestimmten Bereich überlasten, Beinpresse ist ein gutes Beispiel, wenn wir da im oberen Teil den Quad halt mehr fordern wollen und nicht im unteren den Gluteus zum Beispiel, weil da kann es halt schon schnell gehen, dass beide ja, gleichmäßig belastet werden. Aber in der JM Press, wenn du die gut ausrichtest, arbeitet sowieso schon tendenziell der Trizeps. ja, Was ich aber dazu sagen muss, Übungen für den Trizeps mit einem zusätzlichen Gummiband auszuführen. Und das heißt, auch Gummiband bringt Spannung, nicht wird entlastet von ja, oben, weil du kannst ja auf zwei Arten spannen. ja, Du kannst ja einmal von oben spannen, dass einfach unten entlastet wird und es wird oben schwerer, weil das Gummiband ja, nicht mehr spannt. Oder andersrum, es zieht dir von unten entgegen und du genau. musst richtig gegen das Band drücken. Die zweite Option, gegen das Band gegenzudrücken, hat rein aus anekdotischer Evidenz, habe ich keine Studie für, keine Angst, Leute, ist reines Hokuspokus, was ich in meiner Erfahrung gesehen habe, Mhm. hat schon unglaublich viele Sehnenentzündungen im Ellbogen geheilt. Das heißt, diese Mhm. konstante Bandspannung während der Übung sorgt nochmal dafür, dass du eine ganz andere Stabilität auf den Ellbogen bringst und auch die ganze Zeit diese Spannung aufrechterhältst sozusagen, um nicht die Belastung von deiner Sehne wegzunehmen, weil ihr kennt das alle selber. Dann halte ich wieder so und verliere aber auch dadurch Mhm. immer in diesen Positionen irgendwie die Spannung und trage vielleicht die Last mit der Sehne, nicht mit der Muskulatur. Durch das Band bist du aber einfach gezwungen, dadurch diese ganze Zeit diesen Druck Mhm. gegenzuhalten. Und diese zusätzliche Spannung habe ich schon nicht nur bei mir selber, sondern auch schon bei unzähligen Klienten gesehen, dass es halt problematische Ellbogen gerade in solchen Übungen dann doch nochmal stark entlasten kann. Ja, ist ein spannender Punkt zur Reflexion, muss ich sagen. Also ich wäre jetzt jemand, der gerade bei drückenden Übungen sagt, dass ich ein großer Fan vom Reverse Band bin. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der dir jetzt genau deine anekdotische Evidenz bei einer Bandit 45 Grad Beinpresse für die Knieprobleme zu 100% bestätigen würde. Also Genau, da habe ich das auch du schon kannst, bemerkt. Ja. kannst mich eine 45 Grad Beinpresse normal machen lassen und die Knie fangen echt sehr schnell an zu zicken, lasse mich Bandit machen
und ich kann da drauf prügeln, wie ich will, und es fühlt sich super an. Also sicherlich mal ein schöner Anschluss, weil ich wieder zurückkehre. Meine Ellenbogen sind ja auch immer noch nicht ganz problemlos halt. Da mal zu gucken, das nochmal zu testen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Also, Da gibt es sicherlich auch das einen schlauen Mechanismus, wenn man da mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, warum das Ganze so ist. Aber probiert es mal aus. Man spürt es sofort. Es ist wirklich Wahnsinn. Ein, zwei Einheiten und du ich, fühlst dich ganz anders. Ja. ich habe noch keine vernünftige Quelle, also ich das mal so, ich habe jetzt so aus meinen Quellen, von denen ich was halte, habe ich einfach noch nirgendwo ein vernünftiges Statement von Bennett versus Reverse Bennett gelesen, was halt wirklich, da braucht man jetzt auch keine Evidenz, da kann man auch einfach, das ist auch wieder sowas, es braucht keine Evidenz, ja, da kann man einfach ausprobieren, gucken, was fühlt sich gut an, trotzdem fände ich nochmal so eine sachliche, noch nicht mal Evidenz, sondern einfach nur Erklärung, Betrachtung sozusagen halt, Mhm. weil es ja doch auf dem Papier auf die gleiche Art und Weise die Lastkurve anpasst, aber trotzdem sich elementar anders anfühlt, wäre doch mal spannend, da was zu haben. Also wenn einer von euch da irgendwo was hat, haut es auf jeden Fall mal gerne raus. Genau. Und was ich da auch noch zu sagen wollte, ich finde es halt auch immer wahnsinnig wichtig, gerade wenn man einen fortgeschrittenen Athleten hat, wie ist die Entwicklung der Muskelgruppe? Weil jetzt zum Beispiel, ich finde diesen Hammer Preacher Curl, den Plate Roll, finde ich echt nicht geil, weil der einfach die Kontraktion sowas von krass überlädt und du hier unten halt wirklich gegen null Widerstand hast, hier oben gegen eine Wand läufst. Gleichzeitig, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der einfach einen abartig riesigen und starken Bizeps hat, ist das eine Person, wo ich jetzt nicht so stark drüber nachdenken würde, wenn der jetzt sagen würde, hey, die Maschine mache ich total gerne. Wenn jetzt jemand mit Mhm. einem scheiß Bizeps zu mir kommen würde, dann würde ich schon sagen, du, die würde ich jetzt sehr, sehr ungern benutzen. Ne? Also auch da muss man, glaube ich, immer wieder so ein bisschen unterscheiden, wen hat man vor sich und wo ist die Zielsetzung. Ne? Ja. Sind wir wieder leicht ausgeartet. Wir machen So mal schnell weiter geht's. und schauen, wie lange wir uns diesmal verzetteln. Und zwar mit Nikotin. Ich weiß ja, du bist fleißig am Vapen. Deswegen ganz gute Frage hier. Aber ich habe auch schon Nikotinerfahrung, aber nicht in der Form von Zigaretten, Vapen oder ähnlichen. Damit bin ich irgendwie nie warm geworden. Auch als damals alle angefangen haben im Freundeskreis so zu rauchen, zu kiffen und so weiter, habe ich das irgendwie ein, zweimal probiert und dachte mir so, nee, ist gar nicht meins. Aber irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen und habe mich mit der Theorie von Nikotin beschäftigt und mit den Hm. potenziellen Vorzügen, nicht nur als Nootropikum, um dementsprechend kognitive Fähigkeiten einfach dann zu unterstützen, sondern vor allen Dingen auch, gerade mein Anwendungsgebiet, um den Hunger zu reduzieren. Und deswegen würde mich mal interessieren, ob du Nikotin über das Vapen hinaus gezielt mal eingesetzt hast oder auch bei Athleten dementsprechend einen Einsatz hast, um Diätsituationen gegebenenfalls zu unterstützen. Tatsächlich bis jetzt noch nie. Bis jetzt noch nie. Also ich kenne anekdotisch sowohl Athleten als auch Bekannte, die jetzt auch damit gar nichts am Hut haben, was jetzt Vapen, Rauchen und Co. angeht, aber dann halt eben mit Nikotinkaugummis arbeiten. Also, aber auch da eher aus Nootropika und Konzentrationszwecken sozusagen. So bei der Appetitstillung tatsächlich noch nicht. Ich muss sagen, es ist so ein Zug, es ist so ein Zug, wo ich noch nicht so ganz eine Meinung zu habe, wie stark ich darauf aufspringen möchte, sozusagen halt, was die Appetitstille angeht, ne? Weil ich sag's mal, es ist halt eben auch immer noch mal ein Unterschied. Wenn du jetzt sagst, mit der 10 von 10 Struktur, mit der 10 von 10 Disziplin, wenn du jetzt sagst, ich habe unerträglichen Hunger oder wirklich sehr, sehr starken Hunger halt, ne? Dann ist es halt immer noch eine ganz andere Aussage, als wenn irgendwie ein Anfänger, fortgeschrittener Hobbyathlet oder auch ein Anfänger-Wettkampfathlet sagt, ich habe sehr starken Hunger, ne? Wo ich halt auch immer noch der Meinung bin, so zu einem gewissen Grad muss man sich sowas erstmal verdienen, sage ich mal, bevor man darüber nachdenkt. Ich würde da mal ein anderes Beispiel zu nehmen. Ich hatte mit einem Athleten, der wollte eigentlich mal einen Wettkampf machen, hat sich jetzt dagegen entschieden. Liebe Grüße an Jan, der hat jetzt gesagt, hey, ich will jetzt einfach nur mein Ding machen sozusagen, ne? Aber der hat in der ersten Diät wahnsinnig schnell, die wir zusammen gemacht haben, wahnsinnig schnell angefangen, das Essensvolumen hochzufahren. Der hat die Freigabe von mir zu tracken und eben mit mir den Ernährungsplan abzugleichen, ne? In der ersten Diät nach ein paar Wochen das Volumen hochgefahren und dann zum Schluss, fuck, ich habe Hunger, fuck, ich habe Hunger, fuck, ich habe Hunger, hat sich in der zweiten Diät dazu entschlossen, viel, viel später, also ich sag mal, statt im ersten Drittel, im letzten Drittel der Diät mit dem Essensvolumen zu spielen und einfach gesagt, ey, easy und jetzt, wo es richtig hart wird, habe ich so einen richtigen Knalleffekt, ne? Und von daher schließe ich jetzt meinen Part, weil ich keine anekdotische oder empirische Evidenz dazu habe jetzt gerade, sondern eben einfach nur sagen würde, auf jeden Fall, bevor man mit sowas spielt, auch jetzt Semaglutid und Co., verdient es euch erstmal und seid auch wirklich mal in der Lage, ein gewisses Maß an Hunger auszuhalten und habt überhaupt mal erstmal eine Idee, was wirklich viel Hunger ist und was einfach nur Appetit ist, ne? Mhm.
Es kann schon gewinnbringend eingesetzt werden, aber natürlich muss der Disclaimer vorne wegkommen. Du hast vollkommen recht. Letztendlich, was man draus macht, muss jeder für sich selber entscheiden, Ja. aber es ist halt einfach schon irgendwo eine wirksame Unterstützung für, ich würde mal sagen, es ist die perfekte Rest-Day-Unterstützung in der Diätsituation. Mhm. Denn du willst es nicht unbedingt mit dem Training kombinieren, es kann da gegebenenfalls auch wieder als Muskelrelaxanz dementsprechend fungieren und so weiter. Das kann sich auch gegebenenfalls sogar negativ aufs Training auswirken. Ähm, aber was es macht, ist, den Appetit zu drücken und was es vor allen Dingen macht, ist auch den Fokus zu verschärfen. Das auf jeden Fall. Das heißt, gerade jetzt zum Beispiel an Pausentagen, da hast du noch mal weniger Kalorien. Da hast du gegebenenfalls auch Aufgaben, die du dir am Trainingstag nicht auferlegst, weil du halt weißt, wenn du aus dem Training kommst, bist du eh durch. Das heißt, kognitive Aufgaben, um die dann besser abarbeiten zu können und mit dem geringeren Kalorienlevel klarzukommen, kann Nikotin mehrmals über den Tag verteilt schon eine wertvolle Unterstützung sein. Aber, jetzt kommt das große Aber, ihr müsst euch vor Augen rufen, warum funktioniert es? Weil es ein Stimulanz ist. Genauso wie Koffein, Ephedrin und alle anderen Stimulantien funktionieren, machen sie so mehr oder minder im Großen und Ganzen das Gleiche. Und da werdet ihr jetzt keine riesen Unterschiede feststellen, ob ihr jetzt zum Beispiel sehr hoch dosiert Koffein nehmt, Ephedrin oder halt das Nikotin. Aber ihr zahlt natürlich auch wieder einen Preis dafür. Das darf man natürlich immer nicht vergessen, weil es wird sich immer nur darüber unterhalten, was bringt es mir, aber keiner spricht darüber sozusagen, was nimmt es dir auch im Mhm. gleichen Zuge. Und das ist genau auch die Sache wie mit Vapen und Co. Ruft euch bitte vor Augen, Nikotin ist ein Stimulanz und stört dann dementsprechend auch wieder euren Schlaf über die Freisetzung von Adrenalin und so weiter. Wenn ihr jetzt abends nochmal vapet, eine Stunde vorm Schlafen gehen, könntet ihr auch genauso gut einen Schluck Monster trinken und es hätte den gleichen Effekt in dem Sinne. Und von dem her auch hier wieder wohl dosiert und vor allen Dingen getimed. Ich habe damals bei meinen Testverfahren, wo ich das selber bei mir erprobt habe, mit Nikotinspray gearbeitet. Das ist so die direkteste Form, die auch am schnellsten wirkt. Damit ist es am schnellsten drin, aber auch am schnellsten wieder draußen, weil es halt nicht erstmal braucht, bis es im Körper halt freigesetzt wird. Und ihr werdet schon wach, alleine dadurch, weil dieses Spray so absolut scharf ist. Also du knallst dir so zwei, drei Mhm. Sprühstöße irgendwie in den Mund und allein das macht dich wach, selbst wenn das nur ein Placebo wäre. Ähm, ja, ich sag mal so, nach meiner Testphase ist es nicht bei mir im Programm geblieben. Das sollte auch schon einiges sagen. Und das, obwohl ich viel Hunger habe. Aber in bestimmten Anwendungssituationen habe ich es auch bei Leuten im Coaching im Einsatz, die halt ganz spezielle Probleme zu bestimmten Tageszeitpunkten haben. Da kann man es in Erwägung ziehen, aber es ist jetzt nicht so dieses Wow-Mittel, was man nicht mit anderen Sachen auch hinkriegen könnte. Es kann nichts, was Koffein nicht kann, so in dem Sinne. Nur auf andere Ja, Art und Weise. Mhm. ja. Und deswegen, also ich meine, das ist auch, muss man jetzt auch wieder sagen, bin ich auch immer wieder gewillt, das zu sagen. Da ist auch das Vapen, mag den schönen Nebeneffekt haben, sozusagen halt des Nikotins, aber das ist auch erstmal einfach nur eine Scheißangewohnheit. Das muss man auch immer wieder sagen halt. Also da werde ich auch jetzt nicht anfangen, irgendwas mit irgendwelchen Wirkungen von Nikotin schön zu reden halt, ne? Sondern das ist einfach eine Scheißangewohnheit. Dann gucken, irgendwann wird die auch noch bekämpft. Ähm, aber grundsätzlich, also ich meine eben, wenn man es einsetzt, ist es, glaube ich, insgesamt gut seine Tools zu kennen halt, ne? Mhm. Was ich aber auch jetzt wieder gerade sehe, also jetzt gerade auch so, wo die Wettkampfsaison jetzt so langsam am Rollen ist, die meisten Leute sind jetzt irgendwo so, jetzt bei mir so irgendwo so acht, nee, ja, nicht die acht, neun, das erste ist NPC in Bochum. Ich glaube 10. 10 Wochen oder so, also 8 bis 11 Wochen out. Und du kannst halt wirklich sehr stark sehen und ja, wie gesagt, das sind wieder die Basics und diese erweiterten Tools, die sind für euch auch wichtig halt, ne? Aber Schlaf, fucking Schlaf. Jeder, der seine 7,5 Stunden schläft gerade und die sind alle schon in gutem Conditioning, ich höre nichts von Hunger. Ich höre nichts von Hunger und nicht, weil die Kalorien noch so utopisch hoch sind, sondern das will ich auch anekdotisch sagen, da ist wirklich so, erstmal die stärkste Baseline, die stärkste erste Front ist echt Schlaf, ne? Kann man nicht anders Mhm. sagen. Da muss man übrigens auch sagen, zum Thema Baseline Schlaf, wir hatten zwischendurch offline geschrieben, meine AirSense 11 ist gestern angekommen und Mhm. der würde ich auch mal signifikanten Grund dazu geben, dass die letzte Nacht auch so viel besser gewesen ist. Da muss ich sagen, so, ist schon krass. Also gegen das 10er-Modell hat sich doch noch mal einiges getan, so vom Benutzungskomfort. Ich weiß nicht, ist bei dir die 11er schon im Einsatz? Nee, ich bin immer noch bei dem Zehner. Ah. Ja, man könnte irgendwann mal umsteigen, aber ich bin so zufrieden und habe das halt so Mhm. perfekt auf meine Situation gerade eingestellt. Deswegen, ja, sicherlich wird irgendwann der Shift dann kommen, aber ich bin tatsächlich immer noch mit dem Zehner unterwegs, ja. Mhm. Also muss man sagen, also brillant. Brillant, das hat echt gut getan, aber ich meine, bevor wir jetzt wieder wir verlieren, hauen wir noch ein paar mehr Fragen, dass wir noch ein bisschen Themenvielfalt für euch haben. Das sind jetzt gerade mal 2 Fragen, ne? Ja, Ist ja höchste nicht so, Zeit hier. ist ja nicht so, dass wir euch nicht gewarnt haben. Hier war Damit noch muss man eine hier rechnen. Frage.
von dem lieben Daniel. Viele Grüße. Was ist dein Fazit bezüglich der Süßkartoffeln? Da hat er mich direkt auch angeschrieben. Ich hatte ihn nochmal gebeten, die Frage auch unter dem Podcast zu stellen. Und das ist auch für euch alle nochmal der Reminder, Freunde. Es ist cool, wenn ihr uns Fragen zukommen lasst. Es ist nur unglaublich schwierig für uns, aus ganz Ja, vielen einzelnen Nachrichten die Fragen zusammenzutragen. Es ist ja schon schwer, hier Kommentare vorzulesen im Podcast. Von dem her, tut uns bitte den Gefallen, jegliche Fragen. Wir nehmen gerne alles, was ihr für uns habt ja, und versuchen dem nachzukommen. Aber haut das bitte als Kommentare drunter, dass wir das gesammelt an einem Ort haben und dann dementsprechend auch strukturell durcharbeiten ja. können. Wie ist dein Fazit zu den Süßkartoffeln? Zumindest sehe ich sie bei dir nicht mehr. Und wie sieht es allgemein mit dem Schälen der Kartoffeln aus bezüglich der Verträglichkeit? Macht weiter so. Vielen lieben Dank erstmal. Der Grund, warum du Süßkartoffeln bei mir nicht mehr siehst, ist, dass du sie noch nie gesehen hast. Ich esse keine Süßkartoffeln und habe auch noch nie wirklich dauerhaft welche im Programm gehabt. Mal irgendwie so zwei, drei Portionen mal, weil ich irgendwie gerade was probieren wollte oder so, aber wirklich nie kontinuierlich. Du isst oder hast zeitweise Süßkartoffeln Ja. gegessen, richtig? Ja, also für mich ist es einfach nur eher ein Variabilitätstool, sage ich mal so, ne? Also ja, man könnte jetzt da mit Mikronährstoffen hin und her argumentieren. Da muss ich aber sagen, das war jetzt nicht der Beweggrund, sondern bei mir ist es so, ich finde sowohl von der Konsistenz, die Süßkartoffeln sind so ein bisschen per se matschiger, es schmeckt so ein bisschen kürbisartiger, halt eben einfach sagen, gut, Beta-Carotin. Ähm, Wo ich halt eben einfach gesagt habe, so, bei mir ist ja das Gegenteil, gerade in der Offseason. Ich bin ja jemand, der sehr schnell gesättigt ist. Und für mich ist es unfassbar elementar, dass mir wirklich meine Mahlzeiten richtig gut schmecken. Hm. Und dafür, dass mir die Mahlzeiten richtig gut schmecken, gehört kein großer, aber ein gewisser Grad an Abwechslung dazu. Jetzt nicht täglich oder sowas halt, aber irgendwie vielleicht mal alle 6, 8, 10, 12 Wochen, immer abhängig davon, was es jetzt genau ist, so ein bisschen Abwechslung. Und da sind eigentlich die Süßkartoffeln mein Tool zum Beispiel, oder eins von den Tools, eben zu sagen, hey, egal wie jetzt der Rest der Mahlzeit aussieht, und wenn es nur so eine 200 Gramm Kartoffel-Baseline in der Mahlzeit drin ist, die Süßkartoffeln verändern schon mal grundlegend das Geschmacks- und auch ein Stück weit das Konsistenzprofil der Mahlzeit. Und dafür ist es eigentlich mein Tool, wo sie dann mal ab und zu zum Einsatz kommen, würde ich sagen. Ja. Ich mag einfach keine Süßkartoffeln. Also im Vergleich zu normalen Kartoffeln, die mag Ja, ich wesentlich lieber. Ich finde auch die Zubereitung ist deutlich aufwendiger. Also Süßkartoffeln auf den Punkt hinzubekommen, ist mit deutlich mehr Aufwand verbunden als normale Kartoffeln. Das ja, liegt aber oftmals auch an der Größe alleine, bis die dann durch sind oder du musst die vorher schneiden. Du kannst die Schale nicht mitessen oder solltest sie nicht. Das macht in der Regel bei den meisten Leuten ein Problem. Bei Kartoffeln hingegen oftmals nicht. Also das heißt, es sind für mich einfach so ein paar Nachteile. Außerdem wisst ihr ja alle, ich bin der große Fructosefeind. Und Süßkartoffeln, wir haben nicht viel. Kartoffeln haben so gut wie keine Fructose. Süßkartoffeln haben so 0,5 Gramm pro 100 Gramm. Das heißt, wenn ihr jetzt da ein Kilo Süßkartoffeln essen würdet, hättet ihr 5 Gramm Fructose. Das ist gar nichts. Also dieses Argument zählt nicht, dass man da jetzt sagen würde, oh Gott, ich habe jetzt Angst vor der Fructose. Wie du selber schon sagst, gibt es mikronährstofftechnisch auch ein paar Vorteile, wie das Beta-Carotin. Was jetzt nicht eine wirklich bioaktive Form von Vitamin A ist, da wäre das Retinol zum Beispiel aus Leber wesentlich besser, aber schaden wird es jetzt in dem Sinne nicht. Und von dem her ist es einfach eine reine Präferenzgeschichte. Auch hier gilt wieder, wenn du es verträgst und wenn es dir schmeckt, absolut, denn das beste Ernährungsprogramm ist immer das, was du langfristig befolgen kannst, in welcher Form auch immer. Wie du selber schon sagst, es spricht auch überhaupt nichts dagegen, wenn man sagt, man hat eigentlich so Baseline-Kartoffeln im Programm, aber von Zeit zu Zeit, immer mal am Wochenende, wenn ich Zeit habe, mir das auch schön frisch zuzubereiten oder so, esse ich halt mal eine Süßkartoffel, ja. spricht überhaupt nichts dagegen. Das Nährstoffprofil ist summa summarum relativ ähnlich und kann dann einfach fast eins zu eins getauscht werden. Und von dem her würde ich sagen, schau, wie du es verträgst. Ich persönlich bin einfach kein Freund davon. Auch Süßkartoffelpommes esse ich. Ich glaube, bin der einzige Mensch, der lieber richtige Pommes isst als Süßkartoffelpommes. Ich nasche dann zwar mal gerne ein, wenn der so da ist, ne? Aber ich würde mir jetzt niemals eine Portion bestellen. Und von dem Mhm. her ist das einfach da eine Sache. Aber warte, ich gucke noch mal, wie es mit der Frage steht. Wie sieht es allgemein mit dem Schälen der Kartoffeln aus? Ähm, in Bezug auf normale Kartoffeln kann ich da schon mehr Input geben. Also bei Süßkartoffeln würde ich wirklich niemandem empfehlen, die Schale mitzuessen. Das macht in der Regel immer Probleme. Bei Kartoffeln ist es 50-50. Das liegt unter anderem auch daran, dass in der Schale der größte Solaningehalt von den Kartoffeln steckt. Das ist ein potenziell gesundheitsschädlicher Stoff, wenn er denn in großen Mengen konsumiert wird. Das heißt, weil die Leute mal sagen, ja, du musst doch die Kartoffeln schälen, sonst sind die schädlich und so weiter. Nicht unbedingt. Die Menge macht wieder das Gift. Ja, da ist mehr Solanin drin, aber wie viel Kartoffeln isst du jetzt wirklich effizient so, dass das ein Problem sein könnte?
Und selbst wenn, kannst du es auch überprüfen. Wir hatten auch eine andere Frage, die sich noch auf Schadstoffe bezogen hat, Pestizide, Quecksilber, Arsen und so weiter. Kann man ja alles messen lassen. Das heißt, bevor man sich da jetzt irgendwie 3 Jahre lang drüber unterhält, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht, guck doch mal, wie mit deinem Ernährungsplan, den du jetzt gerade isst oder gerne essen wollen würdest, mach das mal einen Monat, geh ins Labor, lass deine Werte checken und dann siehst du ja, ob du zu viel Reis drin hast und Ja. Arsen belastet bist oder mit dem Fisch runter haushalten musst oder. Ich finde auch, also am besten bei sowas einfach Fakten schaffen halt, ne? Also ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Podcast mit dem Finn über Süßstoffe gemacht und der ist jetzt ja gerade, das ist jemand, der verzichtet gerade wirklich komplett auf Süßstoffe, also inklusive Unflavored Whey etc., ne? Krass. Und Mhm. wo ich eben auch gesagt habe, so, Leute, wenn ihr die volle Anti-Süßstoff-Experience haben wollt, macht ihr das. Wenn ihr jetzt gerade eine gewisse Menge an Süßstoffen drin habt und ihr könnt wirklich objektiv sagen, Stuhlgang, Konsistenz, Frequenz, Verdauung etc. läuft wie eine Eins, dann müsst ihr euch vielleicht keine Gedanken drüber machen. Also, das sind so Sachen halt, gerade ernährungstechnisch. Ich vergleiche jetzt mal das Süßstoffbeispiel Beispiel mit dem Kartoffelschalenbeispiel halt. Wenn ihr den Effekt wirklich messen wollt, dann macht's halt mal radikal. Dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade die Schale immer drin habt, dann schält halt mal 2 Wochen eure Kartoffeln und guckt, was passiert. Und dann habt ihr die Antwort auf eure individuellen Umstände. Genau. Ansonsten, ach ja, meine neue Brille hat für Aufsehen gesorgt. Ich habe mir endlich mal eine neue Brille machen lassen. Es war mal wieder soweit. Aber das große Problem ist, Influencer des Jahres. Ich habe denen extra gesagt, ich will nicht, dass die Gläser spiegeln, ne? Und guck dir das an, ich kann damit überhaupt nicht vor dem Computer sitzen oder mal eine Story machen oder irgendwas, weil du halt einfach nur diesen Spiegel sozusagen vor dir hast. Mhm. Ich sehe dadurch viel besser. Ich muss auch zum Autofahren immer eine Brille tragen. Ich habe auf dem Auge 100% und auf dem habe ich 20 oder also fast gar nichts so. Krass. Ich Okay. merk das aber im Alltag nicht, weil ich weiß ja mit dem Auge, wie man eigentlich gucken würde, und das gleicht Mhm. das so irgendwie aus. Also ich merke es effektiv nicht. Ich merke es halt immer nur, wenn ich das Gute zumache und dann gar nichts mehr sehe. Aber es ist gerade so, wenn ich am Computer sitze, dass ich da einfach wesentlich besser sehe. Ich habe, muss ich dir ehrlich sagen, nur einfach irgendwie jetzt schon wieder die letzten Monate immer gar keine gehabt, weil die Brille, die ich vorher hatte, die war schon so abgefuckt und so abgewetzt, da hast du auch gar nichts mehr durchgesehen. Deswegen war das die ganze Zeit, oh, du musst mal wieder zu viel machen, dir mal wieder eine neue machen lassen und so. Aber das ist ja auch wirklich krass, ne? Also eine Brille kostet heutzutage wirklich kein Geld mehr. Ich habe jetzt für die Brille irgendwie 25 € bezahlt oder so. Das ist Echt? wirklich, wenn ich überlege, so was meine erste Brille damals gekostet hat. Und das sind jetzt auch nicht irgendwie die billigsten Gläser oder so, sondern ich habe gesagt, mach einfach, ich will, dass das vernünftig ist in dem Sinne. Und dann sagt er am Ende irgendwie, ja, 25 €. Und dann ich, okay, alles klar, dann machen wir das so. Und ja, zum Arbeiten ist es gut, nur für den ganzen Videoquatsch hier nicht. Aber ansonsten, weil auch jemand gefragt hatte, ob das eine Blaulichtfilterbrille mit klaren Gläsern ist. Nein, dafür habe ich dann noch die hier. Die kennt ihr mittlerweile auch schon. Und die Blaulichtfilterbrillen ohne diese Gläser, die sind bei weitem nicht so wirkungsvoll wie diese. Das sind zwar Blaulichtfilter, aber das ist wie mit Studien. Wenn in der Studie 0,1% Wirkung da ist, kann in der Studie gesagt werden, ja, wirkt. Und so ist es dann auch mit diesen Brillen. Wenn die da irgendwie 3% rausfiltern, kannst du schon raufschreiben, Blaulichtfilterbrille. Aber es hat schon einen Grund, warum ihr hier so durchguckt und dann auch nichts mehr seht. Das heißt, ihr könnt den ganz einfachen Test machen. Macht euch mal eine Excel-Tabelle auf mit verschiedenen Farben. Guckt mal durch die Brille mit diesen Gläsern und guckt mal, ob ihr die Farben noch erkennt. Ihr werdet sie nicht mehr erkennen. Und guckt mal durch diese neutralen Blaulichtfilterbrillen. Ihr werdet noch die Farben sehen und die sind vielleicht so minimal verwaschen. Und das sollte euch auch einen Aufschluss darüber geben, wie effektiv denn letztendlich da rausgefiltert wird. Und wenn ihr dann auf Nummer sicher gehen wollt, dann habt ihr wirklich die Raver-Brille am Start, um da wirklich alles rauszunehmen. Genau. Mhm. Absolut. Ja. Aber ich bin froh, dass ich wieder was sehe, wenn ich was sehen will. Ja, aber krass, also krass, dass die Diskrepanz auch so groß ist, ne? Ich bin Ja, da, ich oh hatte mein, als Kind so. hätte ich was dagegen tun können, das habe ich schon ist angeboren. Und als Kind sollte ich eigentlich immer so ein Pflaster tragen. Da kleben die dir das gesunde Auge zu, damit das kranke Auge lernt, besser zu gucken. Aber mach So, das mal. mhm. Ich sehe auf dem Auge wirklich gar nichts. Und dann sagt man einem Kind, ja, du musst jetzt den ganzen Tag so rumlaufen und siehst eigentlich gar nichts. Hast natürlich keinen Bock drauf, vielleicht ist das Pflaster mal abgemacht. So, und dementsprechend ja, habe ich jetzt das Nachsehen so in dem Sinne. Ja, krass. So, Also, es sind aber es zeigt auch wieder, ne, man kann wirklich mit allem leben, ne? Also, ja, voll. man muss sich teilweise dran gewöhnen. Bei mir ist zum Beispiel ich habe das Gefühl, so während der Verletzung ist jetzt mein Tinnitus wieder schlimmer geworden halt. Und Mhm. da muss man sich auch wieder so die Routinen vor Augen rufen. Ich habe ganz oft früher so mit weißem Rauschen geschlafen halt. Und das mache ich jetzt halt auch wieder. So ich so 8, 10 Stunden weißes Rauschen, dass ich so nachts so ein Grundgeräusch habe, was quasi den Tinnitus überdeckt. Und ich schlafe einfach besser. Ne? Und ab und zu muss man wieder diese kleinen Maßnahmen ergreifen, so, und dann sind auch diese Hindernisse wieder Ja. verschwindend gering, ne?
Wahnsinn. So, der liebe Bruno hat einen Kommentar gelassen. Sehr geile Folge wieder. Vielen Dank, Bruno. Noch eine Frage. Wie kann man mit einem erröteten Gesicht im Training, in Klammern konstant, sowie allgemeinem steigernden Hitzeempfinden im Aufbau umgehen? Und da wäre meine Antwort ganz klar, nicht so fett werden. Ja, ja. Das ist in Also der Regel zum, immer, das ist in der Regel immer nur ein Problem, wenn der Körperfettanteil dementsprechend sich in eine Richtung entwickelt, wo er eigentlich nicht sein sollte. ja. Ja, also ich will jetzt auch mal sagen, das Wärmeempfinden, wenn du schwer bist und viel isst, vergiss es. Damit musst du leben. Damit musst du halt echt leben, ne? Aber das rote Gesicht, das Basketballface, der Bluthochdruck halt, ne? Also da kann ich auch sagen, da habe ich in Off-Seasons früher vor 3, 4 Jahren irgendwie mit 110, 115 Kilo ein 10-mal schlimmeres Gesicht gehabt, als jetzt vor der Verletzung mit 130 Kilo. Ja, Also das kann man alles vernünftig managen und wie du sagst, da heißt es halt eben einfach so ein bisschen gesund bleiben, was die Ernährung, den KFA, die Aktivität, die PEDs angeht, ne? Also vielleicht auch nicht Dinge, die man schon gesehen hat, vielleicht jetzt auch nicht in der Offseason so 100 Milligramm Anadrol reinfahren am Tag oder sowas halt, ne? Sowas ist hm. vielleicht auch nicht so geil, unabhängig von der restlichen Komposition. Ich wollte gerade sagen, das ist Das allgemein eine gute Idee, darauf zu verzichten. ja. Deswegen, also ich glaube, es Wirklich. ist so eine Gesamtheit von Maße, aber was ich jetzt erfahrungsgemäß sagen kann, also Hitzeempfinden, deal with it. Damit wirst du als schwerer Bodybuilder leben müssen, dass dir konstant und überall zu warm ist. Genau. Körpergewicht ist die eine Sache, die reinspielt, aber auch vor allen Dingen irgendwann Mechanismen vom Körper. Der Körper will ja immer so ein Gleichgewicht herstellen. Und wenn ihr jetzt schon eine Weile in der Offseason seid und der Körper merkt irgendwann, eigentlich ist mir das schon ein bisschen zu viel Körpergewicht, dann wird er natürlich auch dementsprechend wieder einen Teil der Kalorien versuchen, über Wärme umzuleiten, dass diese gar nicht so effizient von eurem Körper genutzt werden, sondern sozusagen über Wärme verpuffen, kann man so mehr oder minder sagen. Der Körper lässt einfach eure Temperatur hochfahren, dadurch wird Energie verschwendet und er versucht sozusagen ein Gleichgewicht zu schaffen, damit ihr gar nicht so schwer werdet bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, ihr kennt es sicherlich alle, wenn man mal so eine richtig dicke Schüssel Kohlenhydrate verdrückt hat und so weiter und dann auf einmal so einen Hitzeschub bekommt, dann ist das wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass ihr jetzt Ja. mittlerweile schon an einem Punkt angekommen seid, wo ihr gegen euren Körper arbeitet. Macht weiter, lasst euch von dem nicht unterkriegen, um Gottes Willen. Aber es sind halt einfach Mechanismen, die man so verstehen muss. Ne? Aber wie gesagt, also dass einem warm ist, ich glaube, das ist. Ich habe heute tatsächlich mal einen Pullover an, weil ich jetzt, wie gesagt, irgendwie krank bin und so kälteempfindlicher bin. Auch im Invictus war es heute arschkalt gefühlt, obwohl ich das. Ich hab, sonst habe ich nie das Gefühl. Ne? Ich glaube, ich bin da jetzt echt gerade durch die Der aktuelle Situation so ein Erkältungsanflug, ja. Mhm. bisschen empfindlich so. Aber ansonsten, ich bin auch wirklich jemand, im Winter, im allertiefsten Winter, ich habe ein T-Shirt und eine leichte Jacke drüber. Und mir ist Ja. trotzdem warm. So, also ich habe eigentlich nie, dass mir kalt ist. Weißt du was, darauf freue ich mich, wenn Bodybuilding mal vorbei ist. Ich bin eigentlich so ein Fan von schönen Winterjacken und ich habe mir Mhm. dieses Jahr auch schon wieder so ein geiles Ding gekauft und das irgendwie zweimal getragen, weil es halt nicht kalt genug Ja. geworden ist für meine Verhältnisse, ne? Also ich kenne das zu 100%, also es ist genau so. Gleichzeitig muss ich auch sagen, das war jetzt bei mir zum Beispiel auch so die letzten paar Tage so teilweise, jetzt gerade ist es wieder besser, aber so die ersten Tage, als ich nach der OP zu Hause war, ist mir abends so richtig erkältungskalt geworden, wo ich gemerkt habe, so, das sind einfach nur die systemischen Entzündungswerte, die jetzt gerade mit reinspielen, ne? Ja. Aber mein CRP ist auf jeden Fall nicht bei 40, das sage ich dir. Das hoffe ich. Was mich mal interessieren würde, Fabi, auch ein gutes Thema außerhalb, jetzt mal eine Frage von mir, die ich aber nicht in die Kommentare geschrieben habe. Klamotten. Ich war auch früher jemand, der sehr viel Wert auf Klamotten und so weiter gelegt hat. Ich musste mittlerweile sagen, jetzt gerade ist mir scheißegal, ich rauf 90% der Zeit irgendwie, ich habe ein Paar Schuhe in zwei Farben, weil die eine breite Zehenbox haben, weil ich nicht mehr dazu bereit bin, mich in Schuhe zu quetschen, die sich einfach scheiße anfühlen. Ihr Mhm. kennt das alle selber, wir haben schon mal drüber gesprochen, die ganzen Jordans und so weiter. Ja, das sieht alles cool aus, aber wenn ihr abends nach Hause kommt und die auszieht, seid mal ehrlich, fühlt sich das gut an? Das ist doch einfach nur ein Kampf so. Und deswegen habe ich mir jetzt mittlerweile ein einziges Paar Schuhe zugelegt mit einer breiten Zehenbox, die fühlen sich gut an, die habe ich immer an. Dann habe ich irgendeine Sporthose an und irgendwie gerade halt ein Pullover oder ein T-Shirt irgendwie hier, was gerade rumfliegt. Ich muss dir ehrlich sagen, so auch die emotionale Bindung zu Klamotten, die früher sehr, sehr stark war, auch mit Schuhen und so Marken und so weiter, habe ich komplett gelöst. Ne? Ist mir mittlerweile scheißegal. Ich würde nicht sagen, dass das nicht irgendwann mal wiederkommen kann und dass ich mich da auch wieder für begeistern kann. Aber gerade durch die aktuellen Umstände, dass ja auch wirklich wenige Sachen gut aussehen, sondern in den meisten Fällen siehst du einfach nur aus wie der letzte Vollidiot, weil die Sachen sehen im Internet cool aus, du bestellst sie dir und dann kommt es an und du denkst schon wieder, wie, das ist eine 4XL, das sieht aus wie ein Unterhemd so. Und da habe ich mich einfach dann mit der Zeit abgefunden, zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht die richtige Zeit oder nicht der richtige Körper zum aktuellen Zeitpunkt, um halt super modebewusst durch die Gegend zu laufen. Es würde sicherlich gehen, wenn man da genug Mühe reinsteckt. Deswegen würde mich interessieren, wie es bei dir aussieht, weil du bist ja auch jemand, der da sehr viel Wert drauf legt, wie ich das so mitbekomme. Also du hast schon Spaß daran,
dich gut zu kleiden und darauf zu achten, was du trägst. Ich lege schon Wert darauf. Ich muss aber auch sagen, würde ich jetzt meinen Kleiderschrank gerade nochmal von null auf neu machen können halt, ne? Ich bin nach wie vor ein riesen Schuhfan. Ich bin ein riesen Schuhfan, Schuhfetischist und TNs und Shocks stehen da hinten bestimmt 30 Paar so, die auch gut gepflegt werden. Also ich habe auch bewusst wirklich zum Beispiel, ich habe hier einfach nur so ein paar komplett alte Nikes vor der Tür stehen, dass ich bewusst ein Paar habe, wenn ich daraus meine Schritte mache und die guten Schuhe will ich nur anziehe, wenn ich rausgehe, ins Gym gehe und so weiter. Also da achte ich schon sehr bewusst drauf. Ich muss ja auch sagen, im Sinne von Einfachheit würde ich inzwischen in dem Sinne schon immer noch bewusst Kleidung aussuchen, aber wahrscheinlich einfach deutlich mehr. Einfach nur, gerade bei den Oberteilen so oder auch Hosen, einfach nur irgendein All Black, dass du halt zu den Schuhen dazu variieren kannst halt, ne? Ich Mhm. achte schon nach wie vor sehr bewusst darauf, aber manchmal denke ich mir so, wenn du halt eben dann viele Farben hast, und ich finde es auch cool mit den Farben zu spielen, aber wenn du ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt hast, dann fängt es auch an, so ein bisschen anspruchsvoll zu werden, ne? Weil, Mhm. wenn jetzt die Schuhe einen gewissen Grünton haben und du den jetzt obenrum, jetzt kannst du einfach nur Hose und Oberteil schwarz anziehen, passt immer. Wenn du jetzt aber den Grünton matchen willst, dann darfst du nicht hier einen Grünton nehmen, der irgendwie 20% anders ist. Dann sieht das einfach scheiße aus, dann sieht das einfach nicht gekonnt aus halt, ne? Und so Mhm. fängst du dann halt eben oft an, um das Ganze zu matchen, wenn du so ein bisschen mehr mit Farben spielst, da sehr viel Zeit mit zu verbringen, ne? Ja. Und Und immer entgegengesetzt kombinieren, Leute. Das heißt, die Schuhe müssen zum Oberteil passen, nicht zur Hose. Ihr müsst es immer ja, entgegengesetzt machen. Ganz, ganz wichtig. Oder die Hose zur Cappy zum Beispiel. genau, Aber ganz genau so. es muss immer entgegengesetzt sein. Nicht Schuhe und Hose gleiche Farbe und dann oben Cappy und T-Shirt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Also du bist auch noch im Game drin, ich sehe das. Ja, die Grundprinzipien sind alle da, aber ich habe echt gesagt, komm, ist mir mittlerweile scheißegal so. Das ist jetzt echt funktionell. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe sogar schon recherchiert, auch wieder eins meiner Projekte auf der Liste, ob ich eine Haartransplantation mache, so, weil ich dir ehrlich sagen muss, es geht mir einfach sowas von auf den Zeiger, mir den Kopf zu rasieren. Die Leute denken immer, Glatze ist so eine tolle, einfache Frisur. Ey, du musst dir alle 2 Tage so gründlich den Kopf rasieren, damit das gut Hm. aussieht. Das ist nicht nur mal eben so schnell rübergehen so. Du stehst ja dann auch wieder eine Viertelstunde im Bad, dann musst du wieder hier rüber, darüber. Ich habe mittlerweile schon so einen Spiegel, dass ich das halt auch hinten sehe und so weiter. Es ist einfach super nervig, ja. Und da ich eh einmal die Woche beim Friseur bin, mir den Bart machen zu lassen, dachte ich mir so, Mann, wenn ich wieder ein paar Haare hätte und das einigermaßen aussieht, dann soll der das einmal mitmachen, so in dem Sinne, und dann habe ich die ganze Woche Ruhe. Wäre mir eigentlich viel lieber. Aber auf der Hm. anderen Seite, mich da jetzt 9 Stunden auf den Tisch zu legen und dann jedes einzelne Haar da reinzupflanzen, ist halt auch wieder so, welchen Tod willst du jetzt sterben, so, ne? Mhm. Und dann auch irgendwie 2 Wochen irgendwie im Sitzen da schlafen halten und auch lange keinen Sport machen. So ist schon eine Aufgabe, ne? Also Ja, sicher, also ist schon auf, es ist wahrscheinlich so effizient, wie das heute technologisch möglich ist, aber ist schon ein gewisser Aufwand, ne? ja. Das habe Also ich ich dann muss, auch rausgelesen. Es hat erstmal so gut geklungen, ne? Man denkt gar nicht, dass da so viel dahinter steckt, aber wenn du dich damit beschäftigst, was da alles mit in ja, Folge steht, alleine schon sitzen, als ich gelesen habe, du musst im Sitzen schlafen, war für mich schon raus. Da habe ich ja. wirklich gesagt, ja, okay, dann ist Schlaf ist mir heilig so, das wäre es mir nicht wert in dem Sinne. Ja, also Ja. das merkst du jetzt halt an so Kleinigkeiten halt. Ne? Ich meine, das ist ja bei mir, ich meine, ich kann jetzt nicht auf der Seite schlafen und das irritiert mich schon stark halt, ne? Ich meine, das ist ja auch so. Ich meine, nicht, dass man sich jetzt aber in schlechtere vergleichen muss, aber da dachte ich mir auch so, das hier dauert jetzt 6 Wochen halt, ne? Jetzt sei mal zum Beispiel hier Tobias Hall mit der abgerissenen Bizepssehne und schlaf auch einfach mal 6 Wochen im Sitzen, aber nicht nur im Sitzen, sondern mit deinem Arm auch noch so hier fixiert mit einer Box auf dir drauf sozusagen, ne? Mhm. So, wenn ich jetzt überlege, wie jetzt einfach nur die Kombination aus Schmerzen und nicht auf der Seite schlafen können halt, ne? Und dann sowas, deswegen, also so im Sitzen schlafen zu müssen, ist ein ganz, ganz großer Albtraum für mich. Also Ja. auch wirklich ein großer Ausschlussgrund. Wenn ich mich dann mal irgendwann traue, Haare zu haben, dann würde ich wahrscheinlich einfach nur meine kleine Glatze hier oben halt, so meine Mönchstonsur hinnehmen und hoffen, dass ich mit meinen 1,86 größer bin als genug Menschen, die es dadurch einfach nicht sehen können. Haha, geil. Ja. Ähm, aber ich verstehe den Gedanken, ich muss sagen, so, für mich hat es auch so einen Teil von Verbindlichkeit, sage ich mal. Ähm, ich sag's mal, man ist es jetzt los und ich habe das im Homeoffice lange Zeit sehr leger gehandhabt, aber man ist es jetzt in unserer Arbeit los, sich morgens fertig für die Arbeit zu machen, sozusagen halt, ne? Und es gibt mir eine gewisse Art von Verbindlichkeit hier für die Arbeit, mich morgens hinzusetzen, mich zu duschen, mich frisch zu machen, Klamotten bewusst auszusuchen, auch ein Parfüm drauf zu machen, wenn ich mich nur hier hinsetze. Es gibt mir so ein es ist eine Ja. Art von Selbstwertschätzung und von Struktur sozusagen halt, sich hier nicht einfach nur so verrotzt, sage ich mal, vor dem PC zu sitzen und loszulegen halt. Nicht, dass ich das verurteile, es gibt mir einfach nur irgendeine Art von Gefühl so, ich bin frisch, ich fühle mich gut, ich könnte genauso gut jetzt in ein Büro gehen, mal abgesehen davon, dass die kleine Ordnung vielleicht nicht passt, aber von meiner eigenen Mhm. Wohlfühlwahrnehmung und jetzt geht's los. Ne? Und das ist auch so ein
auch so ein Teil davon für mich, ne? Und deswegen bin ich auch im Gym immer sehr bewusst dessen, weil man es halt eben im Alltag ansonsten gar nicht mehr macht, ne? Es ist halt immer so, wie viel Wert legst du drauf und auch so, wie viel nimmt es eh von deinem Tag ein, ne? Also ich musste halt eben immer Mhm. sagen, ich fand das immer witzig, wenn dann so der typische Hardcore-Bodybuilder zieht sich einmal im Jahr irgendwie so ein, ich sag mal, Casual Karo-Hemd an und sagt, hey, ich habe mich heute schick gemacht. Und ich dachte mir jahrelang so, yo, ich habe jetzt einen ganzen Tag lang Anzug und Krawatte getragen halt. Ich bin froh, wenn ich die Scheiße nicht mehr anziehen muss. Und ich werde auch bestimmt im Alltag kein einziges Mal Hose und Hemd anziehen, wenn ich es nicht muss, ne? Und Ganz deswegen genau. kommt es natürlich auch immer drauf an, von welcher Seite man kommt, sage ich mal, ne? Ja, aber wichtiger Punkt, den du sagst, weil, wie ist denn das deutsche Wort? Der State, in dem du bist, der Zustand, Mm, so, das ganze Drumherum, um dich rum, das bestimmt so viel, wie du dich fühlst, mit welcher Gedankenwelt du gerade dich umgibst und so weiter. Das hat eine Auswirkung auf alles, was du tust. ja, Deswegen wir hatten, ich weiß gar nicht, ob es mit Chris oder dir auch beim letzten Mal war, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, wenn du in ein Gespräch gehst, dann geh ja, da das nicht so hatten wir, rein, ja, sondern geh ja, so rein und geh sagen, ich ja, bin der Größte. Es gibt ja diese Übung, dass du dich ja, halt hinstellst. Es klappt, ich bin der Größte, die Welt gehört mir. So lächerlich das auch erscheinen mag, es funktioniert. Und Teil meiner Morgenroutine jetzt hier aktuell, liegt hier auch wieder frisch rum. Mein Lieblingsbuch Think and Grow Rich. Da werden erstmal jeden Morgen, nachdem ich mein Tracking-Sheet ausgefüllt habe, damit ich mein Gewicht und alles nicht wieder vergesse, werden da erstmal 20 Minuten gelesen, um mich für den kompletten Tag in eine Stimmung zu bringen, von der alle anderen, die mit mir zu tun haben, ja auch profitieren, weil ich positiv bin. Meine ja, Gedankenwelt ist sozusagen in eine ganz andere Richtung gerichtet. Weil du kennst es, man hat auch mal schlechte Tage. Man lässt sich auch mal runterziehen von irgendwas. Das Training lief mal nicht. Jetzt bin ich krank irgendwie. Irgendein Scheiß ist immer. Und da ist es ja extrem entscheidend, ob du jetzt in diesem Zustand bist, wo du eine ja, Regenwolke über den Kopf hast und alles natürlich auch so angehst, oder ob du halt wieder dich auf positive Gedanken bringst. Und bei diesem Buch, ich schwör's dir, da reichen 3 Seiten zu lesen und du bist sofort wieder auf einem ganz anderen Level. Und ja, deswegen, egal was euch hilft, aber wenn es den Zustand verändert und ins Positive verändert, dann macht das. Was auch immer es ist. Ja. ja, nee, deswegen, da bin ich voll bei dir. Deswegen, das Wichtige ist auch die bewusste Selbstwahrnehmung, ne? Das ist jetzt keine Aufforderung an jeden, dass er zum Beispiel diese Routine von mir jetzt irgendwie morgens machen muss, um sich irgendwie im Homeoffice oder am PC besser zu fühlen. Wenn du dich top fühlst, wenn du einfach nur zum Beispiel aufstehst, ich glaube auch zum Beispiel, das beste Gegenbeispiel zu dem, was ich gerade gesagt habe, ist eben Chris. Weil ich glaube, bei Chris ist, soweit ich weiß, wirklich so, der fällt quasi aus dem Bett raus und landet direkt vorm PC. Hm. Und da bin ich mir sicher, dass Chris, so viel wie er arbeitet, auch eine bewusste Entscheidung trifft, sich damit eben wohlzufühlen halt. Das Wichtige ist einfach nur, es bewusst zu machen halt. Und nicht einfach nur passieren zu lassen. Und dann ist alles in Ordnung. Vielleicht noch der letzte Geheimtipp, bevor wir das eigentliche Thema abschließen. Hast du Geheimtipps, wo man gute Klamotten bekommt, wenn man ja, jenseits von Norm Oh, ist, was die Körperzusammensetzung angeht? Ich kann nur immer sagen, als Tipp Zalando, denn da kannst du einfach in den ja, Filter reinknallen, alles bitte ab 4XL zum Beispiel rausgeben und da bist du erstmal schon mal zumindest auf der sicheren Seite, weil wenn du jetzt, sag ich mal, im Geschäft shoppen gehst, ja, vergiss es. Die meisten Modeketten haben ja sogar nur XL, nicht mal 2XL und das ist dann auch noch geschnitten wie sonst was. Also, wenn ich mal was geholt habe oder sagen wir mal, wenn ich was effizient holen wollte, weil shoppen gehen kannst du natürlich. Die Frage ist so, wie viel nimmst du mit? Willst du nachher 5 Stunden unterwegs gewesen sein, um ein T-Shirt zu kaufen? Da bist du dann halt bei Zalando und Co. dann schon dementsprechend effizienter, weil es einfach eine große Auswahl gibt und du kannst halt durch das ja. Vorfiltern dir halt schon Rahmenbedingungen schaffen, die zumindest erstmal besser passen als der Standard, ne? Da muss ich auch sagen, weißt du was, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, vor ein paar Jahren war das auch noch so, dass bei Zalando diese Randgrößen auch teilweise noch rabattiert waren, wenn sie die nie Mhm. losgeworden sind. Da hat noch so ein Produkt zum Beispiel 50 Euro gekostet und 3 bis 4 XL hat dann irgendwie 35 Euro gekostet oder sowas halt. Ja. Das haben sie leider abgeschafft. Vielleicht sind so viele Menschen massiv oder wahrscheinlich eher fett geworden im Durchschnitt. Nee, also ich denke auch Zalando, ich meine, ich bin jetzt ja auch sehr simpel, was meine Klamotten angeht halt, ne? Ich meine, das ist jetzt bei den Bodybuilding-Marken, das ist jetzt bei Massive Soldier und bei Gasp und Co., das ist jetzt, davon reden wir jetzt mal nicht, ne? Also ich trage privat, ich bin ja irgendwie privat wahrscheinlich 90% Nike-Träger. Da ist aber auch viel über Zalando und über die Homepage direkt und da gibt es eigentlich auch alles in allen Größen und ich finde, ähm, was ansonsten halt für etwas offizieller, so mein Business Casual, was ich echt empfehlen kann, ist Lacoste. Macht wirklich viele Sachen, auch in große Größen. Also gerade die ganzen Lacoste-Polos, die gibt es bis 5XL oftmals. Da kann man echt viel machen. Und was ich halt eben ansonsten gemacht habe, wenn es für alle, die jetzt Anzugshosen und Hemden,
Da war immer mein Way to go. Ich habe es jetzt nie komplett maßschneiden lassen. In vielen Firmen und Unternehmen gibt es ja auch, dass da so ein Thailänder oder sowas halt eben einmal im Jahr kommt und man eben seine Mhm. Maße aufgeben kann. Der bringt alles. Ich habe auch welche damals in China maßschneiden lassen. Man muss nicht zum Maßschneider gehen. Was ich halt eben immer gemacht habe, ist, bei mir ist zum Beispiel meine Lieblingshemdenmarke war jetzt immer Olymp. Ich kaufe das Ding einfach viel zu groß. Das heißt, ich kaufe so ein Regular Fit Hemd in 48. Das passt an den Schultern und ist dann irgendwie an der Taille, an der Hüfte und aber auch ein riesiger Sack. Und dann gehe ich halt eben zum Schneider und sag so, und jetzt Maßschneid, also nicht Maßschneidere, sondern passt mir dieses Hemd an halt, ne? Das Mhm. heißt, ich habe Hemden immer so gekauft, dass sie an der Schulter passen, Hosen immer so, dass sie an den Quads passen und dann den Rest zum Schneider gebracht und gesagt, komm, pass an. Und dann bist du da vielleicht mal für ein 20 oder sowas halt, oder 25 oder so, hast du halt eben die Sachen maßgeschneidert, ne? Also Genau. das für Hose und Hemd. Aber ansonsten, ich bin also Zalando und Nike ist dann eigentlich so alles, was ich auch an Shops wirklich benutze halt, ne? Als ich mich noch bürotauglich anziehen musste, wilde Zeiten, bin froh, dass sie vorbei sind. Da habe ich vor allen Dingen immer auf Gent zurückgegriffen. Gent, ich weiß gar Mhm. nicht, Gant, die machen auch sehr große Größen und auch sehr viel mit Stretchanteil. Da findet man eigentlich auch immer was, was passt. Und der absolute Top-Tipp für Jeans, für alle, auch wenn man jetzt nicht im Büro arbeitet oder so, sondern auch einfach mal für den Alltag eine Hose haben will, die jetzt nicht nach Sporthose aussieht, geht zu C&A und haltet mal die Augen offen nach Jog Denim. Also die Mischung aus Jogginghose und Denim, also Jeans. Die haben so eine Hosen kreiert, die sind wirklich, also ohne Scheiß, die fühlen sich besser an als die Leggings. Die haben so einen Stretchanteil, die sehen aus wie Jeans, aber die haben so einen Stretchanteil, dass du glaubst, du hast eine Sporthose an. Und das war halt wirklich der Gamechanger fürs Büro, weil bei uns war es dann halt so, Hemd und Jeans war in Ordnung, also du musstest jetzt keine Anzughose tragen oder so. Mhm. Und das hat mir so viel Lebensqualität gegeben, einfach nur eine Hose zu haben, wo kein Mensch gemerkt hat, dass das irgendwie sich anfühlt wie eine Jogginghose, aber halt vernünftig aussieht wie eine einfache schwarze Jeans zum Beispiel. Die sind auch gar nicht teuer, 30, 40 Euro und die fühlen sich sowas von gut an. Also wer da auf der Suche ist, einfach mal nicht den ganzen Tag in der Sporthose rumrennen möchte, dann werdet ihr auf jeden Fall bei C&A fündig. Jog Denim, wirklich großartig. Ja, Das ist wahrscheinlich die günstigere Alternative zu dir, die deutlich günstigere Alternative zu dem, was ich jetzt noch hosentechnisch vorschlagen kann, jeanstechnisch. Ich habe noch zwei, drei Asparel Jeans. Weiß nicht, ob du mhm. die mal probiert hast. Also das ist so ein bisschen, da ist man schon dreistellig für den Jeans, also quasi A-E-S Apparel. Und die haben auch so eben so Jeanshosen mit Stretch-Anteil. Wobei ich auch sagen muss halt, also es ist viel gemütlicher, aber tatsächlich bin ich auf der Arbeit dann oft so gewesen, dass ich gesagt habe, so, da finde ich meine etwas weitere, luftige Anzugshose sogar fast gemütlicher halt eben als was eng anliegendes und bin auch oft damit gegangen. Aber ich glaube, da haben wir halt jetzt schon mal zumindest einen kleinen Rundumschlag. Genau. Auf jeden Fall einiges am Wochenende zum Shoppen beim nächsten Mal. So, was haben wir noch? Oh, wir haben so viele lange Fragen, für die ich heute echt nicht in der Lage bin, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja auch schon wieder Ähm, unseren nächsten Termin mit Chris stehen, also von daher keine Sorge für alle Fragen, wir die jetzt nehmen nicht sie auf. drankommen. Wir nehmen sie auf jeden Fall auf. Thema Ballaststoffe war noch vielleicht ganz interessant. Ob jemand sich lieber ballaststoffreich ernähren sollte oder ob er lieber Flohsamenschalen nehmen soll. Und ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen rückwärts gedacht. Letztendlich, du willst, dass Ballaststoffe in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Es gibt doch mal Unterschiede zwischen löslichen und unlöslichen Ballaststoffen. Flohsamenschalen sind zu 80% lösliche Ballaststoffe, die unter anderem auch einen sehr eine förderliche Auswirkung auf eure Blutfettwerte haben zum Beispiel. Unlösliche können dann gegebenenfalls die Verdauung nochmal positiver unterstützen und so weiter. Das ist halt so ein bisschen individuell. Da muss man auch gucken, was verträgt man, wie viel und so weiter. Aber da würde ich jetzt nicht pauschal sagen, ich scheiß auf meine Ernährung, ich achte gar nicht drauf und arbeite einfach am Ende mit Flohsamenschalen gegen, sondern das sollte auch wieder nur ein Tool sein, sozusagen, was an gezielten Stellen eingesetzt wird. Ich würde auch sagen, wenn du diesen Weg so gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auf dem Weg dieser Anpassung mikronährstoffdichte Lebensmittel auffasst. Weil das erste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist, oh, ich esse lieber Reisflocken statt Haferflocken. Da fehlen mir die Ballaststoffe. Ich esse lieber Reisflocken und 2, 3 Gramm Flohsamenschalen als Haferflocken. Genau. Nein. Nein, du verlierst Beta-Glucane und auch noch zig anderes an Mikronährstoffen, was durchaus wertvoll wäre. Also wenn man jetzt an einem Punkt ist, wo man sehr viel essen muss und jetzt dann sagt, hey, ich arbeite jetzt mit maximal leicht verdaulichen, ballaststoffarmen Lebensmitteln, aber anteilig zu den Kalorien möchte ich jetzt trotzdem noch meine Ballaststoffe passend nach oben skalieren. Dann wäre das so ein Szenario, wo ich sagen würde, ja, passt. Aber ich würde durchaus sagen, ergänzend ja, exklusiv nein. Weil ich würde jetzt mal sagen, eine Basis an ballaststoffreichen Nährstoffmitteln
an Lebensmitteln ist auch immer ein guter Garant für die Basis an mikronährstoffdichten Lebensmitteln. Ganz genau. Es ist nicht immer alles so schwarz-weiß oder nicht. Es gibt Sachen hintenrum, die ihr vielleicht, von denen wisst ihr noch gar nichts, die ihr damit außen vor lasst. Ne? Bei Fetten ist es wieder genau das Gleiche. Ja, wieso? Ich esse doch 50 Gramm Fett, Fit for the Macros. Dass die aber ein bisschen anders zusammengesetzt sind, als dann dementsprechend irgendwie andere Fettsäuren, das beachtet dann wieder niemand. Ne? Also da dann Absolut, auf jeden ja. Fall vorsichtig sein, irgendwas schwarz-weiß auszutauschen und das gleiche Outcome davon zu erwarten. Ja, hundertprozentig. Sehr gut. So, Fabi, hast du noch was auf dem Herzen? Ich habe eigentlich nichts mehr auf dem Herzen. Nee, also ich glaube, wir können uns ja tatsächlich jetzt beim heutigen Aufnahmedatum, ich hatte schon wieder fast vergessen, mir einen Kalender einzutragen. Wir sprechen ja in 2 Tagen schon wieder mit dem Chris. Also da könnt ihr euch schon mal drauf Deswegen, freuen. da gehen wir dann die ganzen Langfragen an. Das passt auch wunderbar in unserem Dreier-Setup. Da bin ich auch wieder mental mehr bei der Sache, weil hier sind so viele Fragen. Ich würde mir nicht mal zutrauen, die Frage vorzulesen, geschweige denn sie qualitativ zu beantworten. Von dem her würde ich sagen, lagern wir das erstmal aus und nehmen das jetzt erstmal hier als Ja, Update-Folge, vor allen Dingen auch, um dein Wohlbefinden Bescheid zu wissen. Da freue ich mich erstmal sehr, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Und ja, ist dann auch jetzt wahrscheinlich Tag für Tag dann letztendlich unterm Strich immer wieder ein bisschen besser wird, ne? eben Step by Step und eben immer wieder die richtige Perspektive ausrichten. Ne? Das ist auch nochmal vielleicht das, was ich da jetzt einfach zum Schluss sagen möchte, auch für alle, die es jetzt eben auf Instagram mitverfolgt haben. Erstmal einfach nochmal, auch hier, auch auf deinem Kanal trotzdem Danke an alle, die da wirklich so, ich sag mal, Anteilnahme gezeigt haben und nette Worte verloren haben und eben auch ihre Geschichte erzählt haben. Was ich jetzt halt sagen möchte, ist, ich habe jetzt auch mich immer wirklich immer auf die positive Botschaft konzentriert. Ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig zu sagen, dass hier jetzt trotzdem Scheißmomente drin sind, wo man abgefuckt ist, wo man darüber kotzen könnte, wo man keinen Bock mehr drauf hat, wo man traurig ist und so weiter. Das bleibt halt nicht aus. Das gehört halt eben auch dazu. Aber trotzdem kann ich euch versprechen, auch wenn es diese Momente auch bei mir gab, man kann es wirklich schaffen, 80, 90% der Zeit wirklich auf authentische und realistische Art und Weise diese positive Perspektive auch auf so eine Scheiße einzunehmen halt, ne? Mhm. Also immer wichtig, weil ich sag's mal so, weißt du, du kannst immer versuchen, so ein bisschen auch die Tiefen auf Social Media zu zeigen halt, aber ich werde jetzt nicht so ein Spastiker und wenn ich irgendwie den Moment gab's zum Beispiel, dass du irgendwie mal frustriert wieder irgendwas alleine nicht hinbekommst, musst dir da helfen lassen, fühlst dich echt irgendwie erniedrigt und dann heulst du auch mal, ja, ich will mich jetzt nicht heulen für eine Story, ich bin nicht behindert, so halt, ne? Aber man muss halt irgendwie so sagen, so, bei aller Positivität, die man bewahrt, es wird immer so ein bisschen die tiefen Momente geben, aber ich kann auch jetzt schon reflektierend sagen, und jetzt ist das Schlimmste zumindest schon mal überstanden, sage ich mal halt, ne? Man kann trotzdem die Perspektive positiv halten, auch mit den tiefen Momenten. Ja, voll. Ich erkenne mich da auch wieder. Ich bin auch immer jemand, der zieht sich dann eher zurück, wenn es mir nicht gut geht. Jetzt zum Beispiel die letzten Tage, unabhängig jetzt von den Symptomen meiner Krankheit, waren einfach scheiß Tage, muss ich ehrlich sagen. So war ein bisschen was los, irgendwie, was mich so runtergezogen hat, bedrückt hat und so weiter. Ich glaube, ich habe seit 4 Tagen auch keine Story gemacht oder irgendwas, weil ich dann einfach auch mich Mhm. dann eher so für mich zurückziehe und mir auch denke, so, komm, jetzt gibt's auch was Wichtigeres im Leben. Ich fokussiere mich jetzt erstmal darauf, alles wieder ins Lot zu bringen, in einen positiven Zustand zu kommen und so weiter, statt jetzt so irgendwie irgendeine Alibi-Story rauszuhauen, weil letztendlich, man sieht oftmals nur so dieses Positive in dieser ganzen Social-Media-Welt, aber auch wir alle haben Probleme und uns geht's mal nicht gut und da ist mal ein Tag dabei, wo du denkst, Mann, heute ist irgendwie alles scheiße und ich habe auch gar keinen Bock, irgendjemanden zu sehen oder jetzt irgendwas an diese Kamera zu erzählen. Und von dem her, jeder geht irgendwie anders damit um. Bei mir könnt ihr mal wissen, wenn es ruhig ist bei Insta, habe ich einen Arsch voll zu tun oder ich habe mit meinen eigenen Sachen irgendwie so viel um die Ohren, dass ich da einfach irgendwie mich dann zurückziehe, so in dem Sinne. Und da jetzt nicht so, ah, Leute, mir geht's jetzt so schlecht, irgendwie, da denke ich mir auch so, was soll ich jetzt die Leute Ja, vorheulen, eben. ne? Das ist halt einfach schwierig. Und das ist auch wieder die Message an euch. So, ich meine, ich muss ja auch mal ab und zu dran denken, dass man ist jetzt ja selbst so eine Social Media Person halt. Es ist halt eben ein schmaler Grat, ne? Man möchte authentisch sein, man möchte jetzt alles zeigen, aber man möchte sich auch nicht so, man möchte sich auch nicht so zum Affen machen halt, ne? Es Richtig. gibt das, wer das mal suchen möchte, ich weiß nicht, vielleicht haben es auch hier ein paar gesehen und finden es witzig. Da gibt es so ein Reel, das ist quasi, da ist der geschriebene Text drauf, I'm processing the worst breakup of my life. Und da ist halt eben eine Frau, die halt eben da schreit und kreischt und auf sich selber einschlägt und sowas halt. Und das ist so dieses Musterbeispiel von, nee, bitte nicht halt, ne? Und deswegen Hm. es ist halt unmöglich, immer die volle Seite zu zeigen. Und dieses Mal, die tiefen Momente gehören auch dazu. Und die tiefen Momente, ich glaube, es ist immer wie immer im Leben, auch hier, wenn man sich jetzt in der Scheißsituation über Wasser hält, wenn man sich oben hält, es gehört immer ein entsprechendes Tief dazu. Zu einem Hoch gehört immer ein entsprechendes Tief. Und auch das darf und muss da sein.
100%. Und wenn es euch da draußen gerade zum Beispiel aktuell scheiße geht, dann seid euch sicher, die letzte Story, die ihr gesehen habt, von wem auch immer, der Typ hat gerade auch irgendein Problem an seinem Tag, was er euch vielleicht nur nicht erzählt, aber der Typ hat auch mit irgendwas zu kämpfen. Oder Ja, sie, ne, in dem Sinne. Ne? Das ist nicht, es ist mehr Schein als Sein mit dem ganzen Scheiß. Ja. hundertprozentig. Ich glaube, damit ist auch, aber hier den schöne abschließende Worte. Also von daher an alle, die jetzt auch kämpfen müssen, weitermachen. Ganz genau. In dem Sinne, Freunde, danke für die nächste Runde. Danke, Fabi, vor allen Dingen. Schön, dass wir zurück sind in der gewohnten Ja, Konstellation. Dann beim nächsten Mal auch wieder mit Chris. Ich freue mich sehr drauf. Und ja, jetzt geht es erstmal durchzuhalten und die paar Tage jetzt hier noch rumzubringen. absolut. Sven, mach's gut. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Tschüss.